So, was geht ab? Okay, das war heftig. Ey, sorry. Ja, es ist wieder so. Es ist wieder so. Verfickte Scheiße. Wieder. 2 Sekunden bin ich drin. Es ist wieder so. 1000 Frames. Ja, Frames wieder ausgelassen. Ich wechsle wieder den Server. Scheiß drauf. Düsseldorf. Task Manager? Wieso Task Manager? Das liegt doch nicht an meinem PC. Das liegt an den Kilobytes hier. Weißt du, ich meine? Mein PC ist gut. Mein PC ist gut. Da dürfte nichts sein, was... Ah, doch, hier ist was. Ich weiß, mein PC ist gut. Ich habe nur 16% CPU-Auslastung hier bei denen. Bei OBS. Vielleicht eine Netzwerkschnittstelle. Netzwerk 2% ausgelastet. Speedtest habe ich doch gemacht. Ich habe doch den Speedtest gemacht. Ich habe beim Speed alles super beim Speed. 28er Upload, 23er Upload, 23 Mbits Upload und 80 Mbits Download. Das liegt an den Twitch-Servern. Das kann nicht an mir liegen. Das liegt an den Twitch-Servern. Das liegt an den Twitch-Servern. Some extra cash to splash and a risk being taken here on round number 5. Wirklich keine Ahnung, woran es sonst hätte liegen können. Board könnte natürlich sein. Weiß ich aber nicht. He's very risky, Hooksy. Gets one in the head-to-head back. Now some real problems. Oh, Hooksy trying to get out and down the kill. Massive stuff, spam through the board. Rain low as well. Remember the orb, they don't know about it. And Hooksy has kicked up a lot of dust. Causing a bit of a fuss. 4th phase, Rob's one back. Rain trying to take that engagement. Bomb with him and oh, it's a nice one back from the Norwegian. And he's got a second as well. Nico just puts his head straight in the guillotine. It feels like they've dealt with this one now, unless Hunter can really voice some concern. Hooksy overzealous. After all of that. Yeah, Modesty got sat on his ass, so it must have been a big shot from Robs. And another head shot from Rain, so just aim mapping now. And JKS, the A defender. Nowhere near the action here. Phase 5-0, quite the start, and having really no dramas so far. There's only been spurts of G2 showing resistance here. JKS seeing if he can find anything on the way. Rain is low. He has been sharp. Let's see if he can grab a 4th in the round. JKS not wanting to overstep the mark here. Rain will have to evacuate a little bit further due to his health as it currently stands. It's worrying if you're a G2 fan that Rain's already looking as sharp as that. He does lose his rifle. But that's the cave monster, right? You're going to see him. Jetzt geht's aber wieder. Es war nur am Anfang. Es war nur am Anfang zum Glück. Ich weiß nicht, vielleicht geht das ja jetzt. Vielleicht streamt er jetzt nicht mehr so viel. Ich habe keine Ahnung. Swani, Digga, SK Swani. Was eine Legende, SK Swani. Ey, ich freue mich auch schon so, wenn der Sticker-Sale kommt. Ich habe nämlich jetzt alles verkaufen können, mein Knife und meine Waffe. Ich habe jetzt ungefähr 185 € auf Steam. Da wird so eingekauft, wirklich. Da wird so eingekauft. Weil dort so glaubt, ich habe mir die für 150 gekauft, weil ich ja ich wollte ja investieren. Ich wollte in die Sticker-Kapseln rein investieren. Die habe ich jetzt leider nur für 165 verkaufen können. Also eigentlich sind die für mehr gegangen, aber ich habe das gar nicht mitgerechnet, dass man eine Woche Zeit hatte oder halt eine Woche Pause war dazwischen. Deswegen habe ich die jetzt nur für 15 € mehr wegbekommen. Ich habe einen ganzen Monat versucht, sogar mehr, 1,5 Monate habe ich versucht, die zu verkaufen. Ja, und bevor die noch weiter fallen, wenn der Sticker-Sale kommt, dachte ich mir, okay, 165 habe ich trotzdem 15 € mehr rausgemacht. So, ne? Anstatt dass ich halt 150 in Steam aufgeladen habe, habe ich mir halt diese Gloves gekauft und habe jetzt halt aus 150
160 Steam-Guthaben gemacht. Weißt du, ich meine? Ja, aber auch einen 100er in die Hand nehmen und Legendenkapseln kaufen. Nur Legendenkapseln ist schon heftig. Aber ja, ist gut. Die steigen ja eh mal an. Forces Hunter to acknowledge the potential. There's gaps all over the shop. So Carrigan looking to eventually cut off rotations. You have to gamble here if you're G2. You have to gamble. You're down 2 men. They're just going to wait this one out. I understand that the feelers might come on through at some point, but you need to gamble as a unit if you want to get this one done. And look at the gap that Carrigan's found here. Ich glaube, wir werden auch ein paar Kapseln öffnen. Ein paar Kapseln sind bestimmt geil. Lass mal ein paar öffnen. Auf den. Wenn die im Sale sind, kosten ja nur 25 Cent, glaube ich, oder 20 Cent. Ich denke 25. Und dann lassen wir auch ein paar öffnen auf chillig. Vielleicht bekommen wir dann einen geilen Sticker raus. Hunter's yet to get a frag. You've got 1 kill for Nico, 2 for Hooksy, 3 for Monacy, and 4 for Rain geht gerade gut ab. Hoping us count here. 0, 1, 2, 3, 4. Maybe they can keep this trend up, but either way, they need to get activated. And it's already starting to feel too little too late. Nico caught off guard by the timing. That's a bit of a tilter. Hooksy steps out to try and take the fight. Rain's already across, and he grabs the final kill there. And these are the frustrations you don't want to be seeing with G2. Maybe another timeout into the next round when the guns come back out, but it will be Deagles, 5-7, couple of MP9s. FaZe in full control. And then another different look. Nico does go looking. Brokey fires off a warning shot, and it seems like Rain's really happy to bring some aggression into the mix. Was? Es steht schon 6-0? Wie geht denn das? What the fuck, wie geht denn das? 6-0, ich dachte jetzt irgendwie dritte, vierte Runde. Steht schon 6-0, schon 7. Runde. Krass. Boah, schönes Ding. Einen guten Kill bekommen, aber die platzieren jetzt halt die Bombe. Hooksy mit dem Flank. Hooksy. Aber da hat er den Header kassiert. Digga, diese Gold-Arabesk, ich finde, die sieht so scheiße aus, die Gold-Arabesk. Brokey. Oh, wow. Brokey carried die wieder durch, ich sag's euch doch. Brokey carried durch. Und das ist gerade wieder, oh mein Gott, was geht hier schon wieder ab? Heftig, was hier wieder abgeht. You can see him here hitting a couple of tricky ones. Sure, they're just pesky. I know they don't have guns, I know they don't have head armor, but still necessary kills to make here in a round that a little bit dicey. But G2, the guns again, it has to change, and it has to change right here, right now. Das tut mir echt leid, ich weiß nicht, woran das liegt. And JKS, he brings the pain. Rob's gone. That's the first time we've seen G2 with such a large advantage. You got 2 men to the good. A util dump for mid-control. Brokey spotted out. Vision obscured though. Hunter unable to provide any information. Yeah, but look at all the space they've given up. It's just Nico here. If he goes down without a fight, they could be in towards B. And this is very winnable. Oh, bro, it's Rain. You can see what kind of game he's been playing. So far on the stage, Nico does put him to rest. Shouldn't be much more from the rest. Twist and Brokey though, warming into things. Missed Molly. Good golly, they can't get the bomb down. They're aware there could be more, and there is. This is so disjointed. Bomb plant. Ja, aber... This 2-man advantage found. 4G too early. Can they really not close it? G2. Twist and Brokey, I mean, they are certainly players you don't want to underestimate. And oh, Twist has got him. Oh, aber nice. JKS, gut. A hugely impactful frag, and it makes it very difficult now. Brokey verkackt den ersten, zweiter wird geholt. Nice, endlich. Comeback Israel, wir wissen alle Bescheid. Comeback Israel.
look, it's respite here. The fact that they get around on the board, that's great, sure, but there was still a couple of problems there. They acknowledged the gaps that they had given up, right? They were aware that B was a little bit weaker. It was important that Nico got that first kill on the way in because I could really see that one starting to fall against them here. You saw how much of a fight FaZe were able to put up regardless of these opening 2 frags that went against them here. m0NESY and JKS both combining there. And this all comes down to timing. Das war wirklich scheiße. Aber so ist das Game, ne? All about timing. Here for G2. FaZe could get right back into winning ways and break their hopes and dreams. Twister's playing in this smoke here. Ask for a flash. Carrigan getting to pop on out, or they can play in the fade. Either way. And this round score is even with G2 with the opening kills. They might be giving up an opening death here if m0NESY's not careful. That is audacious. Oh. You're not expecting him to pick from this side. FaZe Clan, No way in the Arschlöcher. world. What? This is the AWPer. This is such a weird position. m0NESY. Oh, the scope. Rain. Yeah. He worked it Okay, out, was but war too mit late. m0NESY gerade How the hell los? did he get there? Madness, Was war da gerade but los? profitable. Carrigan. Why, yeah, Der war Jimmy, drauf. oh, Easy. jumps into the jaws of m0NESY. FaZe, a knee-jerk reaction, pace behind this. Nico. 1, 2 und 3. Der Spraydown. Now the juices are flowing. m0NESY Heftig. taking initiative, going for a very unorthodox push, but it will start to whittle away at the FaZe Clan coffers. Yeah, that right there, that's more like it, right? A play from an individual, a move taken, a gap found. This is stage Counter-Strike. Things are going to get a little bit funky here as FaZe, you mentioned, their cash Heftig. slowly siphoned Die sind out. alle They will richtig have enough reingelaufen. for yet another buy, and well, in the meantime, the loss bonus is building in their favor. Here's Rain. He hears the scope. Ah, da hat er halt ein What bisschen the verkackt. hell is going Right, on? like it's like a 4-step process. It's the sound, it's the mini-map. That's not my AWPer. Into, oh wait, it's m0NESY. Nico finishes with a nice little triple, and that's 2 in a row. We will need to see more, as we've discussed and Chad has outlined. This is enough here to buy them a potential half buy, and it's a happy looking. FaZe, jetzt ich muss mal gucken. Bekomme ich auch Punkte, während ich das am gucken bin? Definitely something G2 are going to need. Sehr, sehr wichtig. FaZe, what is the change-up going to be? You've taken the 30-second conversation. Machen wir mal ganz kurz hier aus. Quite default, a Boom. 2-1-2, so slight change-up. It means that there can be a bit more A-main pressure applied, but we've already seen the A-main aggression from G2. Understandable that Robs wants a buddy for that, as well, the buddy system over towards B lane. Ich guck mal ganz kurz. Zack. Trading smokes. Flash to try and cage them, but Rain, he's got a different idea. He's lucky to have been able to grab this much space. He's slightly chipped on down, Zack. not the end of the world. Hunter ahead of this needs to think better of this open stance. Ach, Drops sind eh inaktiv. Ah, was für eine Scheiße. Hunter. Bro, was geht bei ihm ab? Ja, aber dann Minimum 20 Jahre halten. Wieso? Wenn man die für Double wegbekommt, ist auch schon krass. Wenn man für den doppelten Preis wegbekommt, ist auch schon gut. Needs to just chill here. It's important for G2 to start keeping a lot of players alive in these rounds. So Das ist schon sehr, sehr gut. m0NESY sweeps in, Robs down, looking for that hooksy push. He was tucked in towards cutout, but look at the space Brokey has for himself here. The first fight, low HP Hunter on another off angle. So Hunter being very cheeky. Vor allem guck dir auch mal diese ganzen anderen Kapseln an. Die hast du ja auch Lowest Preis, geben wir mal Lowest Preis aus. Hast du die für ungefähr roundabout 25 Cent bekommen, ne? Wir gehen jetzt nicht runter, geben wir einfach 25 Cent. Und du hast sie dann nach 2 Jahren, oder? Antwerp, ne, Antwerp war sogar letztes Jahr 22. Stockholm war 21. Innerhalb von einem Jahr war der Preis von 25 Cent, nachdem die halt nicht mehr verfügbar waren, ist er erstmal nach unten gedroppt, dann kam das nächste Major Event, da waren die Sticker aber Trash und dann sind die von 25 Cent hoch bis auf 3 Euro gegangen. Bis auf 3 Euro. Bro, da hättest du krass gut Geld machen können, hättest du die dann für 3 Euro verkauft. Yep, here they come. Charging in, Carrigan trying to provide. It's Nico laughing at him, spraying them down. 3. Das 25 Cent 3 Euro machen, ich glaube, dazu sagt keiner nein. Hunter combines as well to ensure. Jetzt sind die halt wieder gedroppt, weil die Paris-Sticker so ähnlich aussehen. Aber Paris, weil es halt das letzte
das letzte CSGO-Major ist. Deswegen Paris. Ja. Neunfach. Neunfach. 9-mal. Lass es mal auf der Zunge zeigen. 9-mal. Aus 100, 900. Aus 100, 900 machen. Bro, heftig. Da beißt man sich dann vielleicht in den Arsch, wieso habe ich nicht mehr reingetan, weißt du, ich meine? Aber träumen big. Naja, auch wenn es auf 50 hochgeht, hätte ich dann das Doppelte gemacht, weißt du? Aus 100 einfach. Ja, gut, natürlich. 100.000 ist wieder anders. With a lack of AWP on Brokey, so it will be the 5 AK-47s for FaZe to wield. It's a double A main setup yet again. And there's the backing up the multi-kill statement. 100k different. Und vor allem, ich werde auf jeden Fall, was noch gut ist, du musst halt natürlich Glück haben, aber in Sticker investieren. Weil wenn der Sale ist, werden natürlich richtig viele aufmachen, so wie ich auch. Und dann werden die Stickerpreise auch nochmal nach unten droppen. Und die Sticker werden dann vielleicht auch, so weiß man nicht, sagen wir auch mal 50 Cent kosten. Und Sticker gehen natürlich viel schneller nach oben als diese Kapseln. Weil Kapsel ist halt immer diese Gamble, ob du was Geiles bekommst oder nicht. Und die Sticker, du willst halt genau diesen Sticker haben. Genau den Sticker willst du halt haben. Und die gehen dann halt nach oben. You feel me? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. You smell me oder you smell me? Smell me? Wie das dieser ohne Pixel sagt. Smell me? Smell me? Smell me? Wow, JKS. Robs, kann er klatschen. They don't have answers in the donut, and look at that smoke. Kann er klatschen. From JKS. Might just stick it here. Yeah, they're on it. And okay. the first from Robs, he'd have to be perfect. Yeah, not quite. Ah, diffused. He'll get away, does recover the AWP, so something to be celebrated, but I mean, we've seen a complete 180. Yeah, but what I had just mentioned. Geil. Also die in Amerika gingen gut ab. Ah, ich weiß immer noch nicht, ob ich dann nach Köln fahren soll zu diesem Teil. Ich muss halt gucken, wie das ist mit Urlaub, Bachelorarbeit und so. Digga, ich dachte, ich kann so chillen. Ich dachte, ich kann dieses Semester so chillen. Aber ich muss jetzt so viele Sachen noch machen. Weil ich halt so lange gechillt habe, muss ich jetzt so viele Sachen machen. Ich muss meine Bachelorarbeit richtig machen. Ich bekomme halt nur Absagen für diese verfickten Köln. Ja, ja. Wann ist nochmal in Köln? Gucken wir mal ganz kurz. LTV. Leert same. Man ist halt dumm, ne? Man versucht halt alles zu schieben. Hier, gucken wir mal. Köln ist... Hier, das sind halt die Play-Ins. Da kann man nicht gucken. Das hier. Vom 7 und... Warte mal, das sind, glaube ich, nur ganz zum Schluss. Nur die hier, nur die hier. Bis wann nochmal? Bis 6. August? August, das heißt, vom 4. bis zum 6. Das hier, dieses Wochenende, 4. bis 6. Das könnt ihr gar nicht sehen im Chat. Vom 4. bis zum 6. sind dort dann halt, spielen die halt. Genau, CSGO. Das ist halt das, wofür die sich hier auch mäßig qualifizieren. Das ist halt genauso groß wie das Major-Event. Du bekommst als Sieg, also fast so groß, du bekommst als Sieg, glaube ich, 500k oder 400k. Wie viel kostet ein Ticket? Ich glaube 60 Euro. 60, glaube ich. Es geht eigentlich. Geht eigentlich. Du bist dann halt da für 2 Matches. Also für einen ganzen Tag. Auch das Finale. Auch das Finale. Ja. 60. Vielleicht fährst du auch hoch. Okay, chillig. Ich wollte gucken, ob... Colin will da auf jeden Fall richtig gern hin, aber ich muss halt gucken, wie das bei mir ist. Wäre schon geil, ne? Wäre schon geil. Aber ich muss gucken. Wenn ich halt in Litauen bin, dann kann ich da halt nicht hin. Und ob ich dann halt nach Litauen fahre, muss ich halt gucken wegen Bachelorarbeit, wie weit ich da bin mit allem. Aber es wäre halt geil, ne? Wenn das erste Counter-Strike, also das erste CS2-Turnier ist, das wäre so geil, ne? Das erste CS2-Turnier, das wäre richtig geil. Aber das weiß man ja noch nicht.
A well-played round, and it caught Hooksy off guard. Weiß man They noch had nicht. taken B lane control, but that split from FaZe, they still had 2 players ready to come through middle after the attack was already happening on that A site. So as soon as Hooksy and Co try and push B lane and help over towards Donut, they're getting caught off guard by that late mid. So this is great. I can't believe Rob still gets 1 kill here. Immediate trade. So great from Hunter Shaw, but JK is going to be tilted about going down in that environment. m0NESY trying to see what he can do, be a miracle maker. And Nico just staying alive with a couple of nice shots. This is it. This is where the half can really change, because FaZe, if they walk away with a 10-5 T side, we get this A-main aggression again. They didn't like how that felt. Ey, Fun Fact. Ich glaube in 2-3 Tagen bin ich seit 10 Jahren auf YouTube, beziehungsweise das erste Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe, müsste, glaube ich, in ein paar Tagen 10 Jahre alt sein. So heftig, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. Boah, ich glaube, ich in der 5. Klasse. Boah, ich in der 5. Klasse haben wir was für die Schule hochgeladen. 10 Jahre, ja, 10 Jahre. Da haben wir was für die Schule hochgeladen. Weiß ich noch ganz genau. Aber ich glaube, das habe ich auch im Stream schon ab und zu mal geguckt, die Videos. Safe Call. Da warst du 10. Da war ich 11, ja, da war ich 11. Da war ich 11. Ich weiß, entweder waren wir in der 4. Klasse oder in der 5. Klasse war ich da. Eins von beiden, 4. oder 5. Klasse. Ich glaube, da war ich aber noch in der Grundschule. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich müsste jetzt durchrechnen. Nee. Nee, da war ich schon in der 5. Ich war bis 2012 in der Grundschule. Da war ich in der 5. Klasse. Da war ich in der 5. Klasse. Geil. 5. Klasse war noch richtig geil. 6. Klasse war dann scheiße, weil Französisch dazu kam. 7. Klasse war auch scheiße. 8. Klasse war auch scheiße. 9. Klasse war auch scheiße. 10. Klasse war... Boah, 10. Klasse war so heftig nice. Also 10. Klasse war beste Zeit, wirklich. 2018, das war so ein geiles Jahr, 2018. Dann 11. Klasse war scheiße, 12. Klasse war scheiße und danach zum Glück Uni. Und Uni ist wieder beste, wirklich. Uni ist auf jeden Fall wieder geil. Also 2020 war so ein geiles Jahr, ich schwöre. Für alle war das scheiße, aber für mich war 2020 so ein heftiges Jahr, ich schwöre. Gechillt. 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 Wirklich nice. 21 war leider nicht mehr so nice. Aber 2020 war richtig gut. Corona so Arsch gerettet. Wie meinst du das? Mit Klausuren und allem? Bei mir war das halt ja richtig tough. Wegen meiner Krankheit durfte ich ja nicht in die Schule. Wir hatten ja seit, ich glaube, wann war das? Wann fing das richtig an? Ich glaube Februar. Im Februar, irgendwie Mitte Februar war das bei uns. Schule wurde geschlossen. Ja, Klausuren und Leben und eben Abi. Ja, wir hatten ja kein Abiball und alles. Das war halt richtig scheiße. Alles hatten wir nicht mehr. Das wird ja alles Mitte März. Nee, bei uns war das auf jeden Fall im Februar. 100% Februar. Bei uns war das im Februar. Halftime. Also im Februar war das dann bei uns so. Schule wurde geschlossen. Mitte Februar ungefähr. Mitte, Ende Februar. Das weiß ich noch ganz genau. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wann kam Eternal Attack raus von Lil Uzi? Weil ich weiß, 3 Wochen davor oder 2 Wochen davor, ich glaube 2 Wochen davor oder 3, ich guck mal ganz kurz, ich glaube 2 Wochen davor, Eternal Attack Release. Das kam am 6. März raus. Ja, 2 Wochen davor, 2 Wochen davor, 2 Wochen davor war das auf jeden Fall. Das heißt Ende Februar, 2 Wochen davor weiß ich, wurde bei uns die Schule geschlossen. Das heißt ungefähr Ende Februar, ungefähr 2 Wochen hatten wir da, war da schon Lockdown, ne? Da habe ich mich natürlich gefreut, gechillt die ganze Zeit. Und dann kam Eternal Attack raus, das weiß ich noch ganz genau. 2 Wochen habe ich zu Hause gechillt. Dann kam das raus. Was ist denn hier los? Und
Ja, ich glaube, nach 3 Wochen haben die wieder Schule gemacht, aber nur vereinzelt. Das war immer so gemischt und ich durfte halt nicht hin, weil wegen meiner Krankheit meinten die, ja, das ist zu gefährlich. Wenn ich dann das bekomme, ist ja die Schule dafür verantwortlich, wenn ich mich da irgendwie anstecken würde. Und es hatten auch einige von uns dort Corona bekommen. Ja, die Schule wäre ja dann dafür verantwortlich, weil die sind ja für meine Sicherheit zuständig, wenn ich dort bin. Deswegen durfte ich nicht zur Schule. Und das hat auch richtig lange gedauert, bis das bei uns mit dem Online geklappt hat. Das war, glaube ich, nur kurz nach den Osterferien, kurz bevor die Klausuren angefangen haben, hatten wir eine Woche nochmal irgendwie so ein Quick Refresh. Weil bei uns war das ja so, normalerweise ist das ja immer nach den Osterferien, fängt ja dann direkt die Klausurenphase an. Das wäre ja dann, glaube ich, irgendwie Anfang Mai wäre das gewesen, ne, von Februar bis Mai. Also sagen wir März bis Mai, diese 2 Monate hatte ich dann keine Schule. Ich musste mich die ganze Zeit selber machen. Aber bei uns wird das nochmal 1 Monat nach hinten verschoben. Wegen Corona halt, oder 3 Wochen. 3 oder 4 Wochen wird das nach hinten verschoben. Das heißt, ich war halt mäßig 2,5, 3 Monate nicht in der Schule. Und musste mir dann derzeit halt alles selber beibringen und so. Und die letzten Klausuren haben wir auch gar nicht geschrieben. Da sind dann einfach auch alle für die Prüfungen zugelassen worden. Ja. Februar vor Corona war ich Freizeit bei Therma am Chillen. Wie geil. Also bei uns war das, vielleicht war das auch von Schule zu Schule anders und so. Aber bei uns war das, ich weiß es ganz genau, 2 oder 3 Wochen, ich glaube aber 2 Wochen vor dem Release von Eternal Attack war ich schon zu Hause. Da hat unsere Schule schon geschlossen gehabt. Da war unsere Schule schon geschlossen. Aber vor allem auch mit den ganzen Memes, das war so geil 2020. Das war so nice, wirklich. Mit den ganzen Coffin Dance und so. Und mit den World War III Memes, wo alle dachten, weil dort ist doch auch irgendwie dieser Iraner oder Iraker gestorben, dass Iran oder Irak jetzt einfach versucht, den 3. Weltkrieg und so zu machen. Das war so lustig. Welches Meme war da noch groß? Mit dem Toilettenpapier, die Toilettenpapier-Memes, weil ich keine Toilettenpapier hatte. Genau, Raketenanschlag, diese World War III Memes. Das war so lustig. Uganda Knuckles war 2019, oder? Oder war das auch da, Uganda Knuckles? Ich glaube, das war ein bisschen davor, ne? Uganda Knuckles. Boah. Der Klick. Ja, dachte ich schon, Uganda war davor. Do you know the way? Do you know the way? Jakey and MC delivering all that observing goodness, and we've got a 3-on-3 that there is a kid in play. You can see it in front from Twists. POV. US Air Force. Thinking in favor of G2. Next headshot is everything. They take contact. It's Nico laying down the law on the Glock. Rops though, he's hitting some bangers. He just doesn't have the time for this. He try and take ahead if he can. G2 playing with their food, and yeah, Rops will maintain his Kevlar. Yeah, keep that arm up. Wow, er saved Kevlar. Ich check das nicht, wieso saved man Pistolenrunde? Ich check das nie, wieso man Pistolenrunde saved. Ja, verdient. And G2 continue their winning ways. That's actually key because there could have been a couple of cheeky purchases coming out from Rops if he did retain the arm. Das Nummer uno war ich aber nicht. Thermen, ist das eigentlich geil, so eine Therme? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich war noch nie bei so einer Therme. Ist das so wie so ein Onsen bei diesen Japanern? Oder was macht man da? Therme. Das ist doch bestimmt irgendwie so eine heiße Quelle, oder nicht? Eine Therme. What happens next? Find out with us. Rain. Oh, tested. Locks him in with the flames. Hooksy though, he's warded him away. Flash forced, and he does convert. Garrigan supporting him. That's just made this round so hard for the team. Yeah, dude, watch out because Monasty's walking about. Twist caught out. Rops for the trade. And deleted.
Monesi, Bro. And farming frags a G2. Just after all of that hard work for one. Yeah, this is the thing. If Monesi didn't take that risk, and I'm not sure how much of a risk it is when I think through this, because Mayonnaise, so sieht's aus. 2 players in cave, right? So Mayonnaise. assuming that A is going to be a little bit weaker on in that environment, they're able to. Wait, it wasn't. There was 2 players there, so some good kills from Monesi, necessary frags. But if someone didn't take initiative in that scenario, they would have been in a lot of trouble. You gave up an opening death in the first 15 seconds of the round for what? Yeah, right? No, understandable. But Monesi makes it look like it was all part of the plan. Okay, well, this one here should be a walk in the park compared to the previous, and they made that one look easy. Here's that rain, yeah, just... he's jumping like that to buy space for the team, right? So, well, it doesn't matter. Maybe he should have kept his feet on the ground, the Aussie. Great second frag out of Monesi as well. Like, it could have still got a bit weird. Therme hat meist eine natürliche Quelle. Okay. Nice. Boah, die Neon Rider, ich glaube, das habe ich schon so oft gesagt, aber ich feiere den Skin so krass. Die Neon Rider, Mac 10. Okay, well, Rain just, sieht so cool aus. Yeah, I bet Monesi jumped. Did he jump? I bet he jumped. That's a mistake. You can't be jumping in front of Harvard Nygaard. He's become very proficient at that, hasn't he? Is it something that we haven't noticed before, or it's something he's been working on, maybe? I don't know, man. Baby on Baby on Baby. Well, Ein Grundwasser, okay. Plenty of time to work with for both teams, as G2 is still trying to feel exactly where these last few FaZe members may be. As Karrigan has a chance, and he is going to deliver a zinger from the in-game leader. You got any more of those, Karrigan? Give me another one. See how far that hand cannon can go. Smoked off now and relocating to... This is slow from G2 to get this. Yeah, FaZe can be ahead of them here by several steps. They're taking way too long to piece this one together, and as they're having this conversation, look who's getting closer. Yeah, Rain has really got behind the whole team! Oh mein Gott! Er sprintet, bumm. He wants to get up the ramp and he will. Er sprintet. Bang. Ja. Kostet 7 Euro ein MW. Ich habe aber leider keine 7 Euro für die. Ist zu teuer für mich. Weil das sind so Sachen. Brauchst du die oder brauchst du die nicht? Ein CSGO-Skin, ich brauche das nicht, deswegen sind die 7 Euro für mich viel zu teuer. Aber wenn ich jetzt essen gehe für 7 Euro, okay, tamam. Ich esse dann was. Ich brauche ja das Essen zum Überleben, aber CS-Skin, ich habe ja auch einen Schwarz, meine Mac 10 ist einfach dann schwarz, okay. So einen dunklen Farbton. Ist für mich zu teuer, 7 Euro. Bro, von 7 Euro, wenn der Sale kommt, von 7 Euro, Bro. Nur 700 durch 25. Bruder, das sind 28 Sticker-Kapseln, die ich mir holen kann, wenn der Sale kommt. 28 Kapseln, Bro. 28 Kapseln sind das. 28 Kapseln. Oder die Mac 10. Oder 28 Kapseln. Oder die Neon Rider. Oder 28 Kapseln. 28 Kapseln, Bro. I say that, Karrigan goes looking for trouble. Nico should have him. Oh, Karrigan with the AK does a lot, but now G2 respond in kind. Wow, der Spray down. Twist sprays them down. Bomb lost, Monesi into the site. Smoker's faded, looks to replace it. Molly could be good too. Monesi needs to live. He needs to live. Look at Hunter. He just needs to stay alive. Puff up the chest. Seem like more than just one player. Monesi just needs to stay alive here. That's why he's dumping util. He just picked up another smoke. He's going to make it look like 2 players. They're all looking away. This could be... As much of a fuss. Look at them all staring at this one man. Und die gehen durch. And it means perhaps Hunter... Now they're aware. Brokey considering the options and just like... Schade. Ascend to an 11th. Yeah, Monesi's doing everything he can right there. Everything he can to just try and stay alive. You can see the reposition in the cave, trying not to give away his life, doesn't want to get stranded towards the pillar. I don't think they even knew exactly where the bomb was in that environment, but it's just FaZe pack rolling. Teamwork here on the CT side. A great multi-kill from Twist right here. And Monesi getting caught off guard. Brokey exactly ready for Hunter's play. And another round slips through G2's fingers. They're down to Nico. Yeah, frustrations. You can see that they really realized or knew just the ramifications of that. And so close, tantalizingly close to G2 converting on that flank. Ooh, opportunity! Punishment!
Monacy nails Twist with the Deagle headshot. Short. Twist finds him though. Yeah, but that was the only investment. How are you meant to get that one back? Rops and Brokey are both making sure this isn't possible. You want to cross this gauntlet to grab the Deagle? Don't even think about the gun, and Rops is coming your way. Down now. It's just a sign that Monacy's pissed. 19 frags. Invest into that Deagle, just trying to get something going for G2 because they can feel this one slipping through their fingers. Remember, we do have Inferno coming up next. Inferno, Digi. Da wird Face Clan so rasieren auf Inferno. Well, they have found a little bit of pep in their step, a little bit of spirit, but likely to find another loss here. Remember those stats that Die Hellfire ist aber auch so geil. Face Goat, Flash Goat, Robs. Might have another notch against their name here as far as the map department goes. As we will see, only the second time out for G2 so far, and it has felt like they've had multiple moments of struggling here. Boom. Swanee obviously not feeling it's been necessary. Boom. Call it now to see if they can change the flow of this second half, because we've got 3 consecutive out of phase since that Deagle round win. And as you mentioned, it was Deagles without armor. There were some banger shots from Rain, sure, but that is a momentum shifter in a game. Oh yeah. The scoreline should have been much closer than this. It should have actually been tied up 9-9, and now it's 12-8. And that fumble, I mean, with those Rain Deagles. That's crazy, right? When you think about it, the score should have been 9-9, and now it is 12-8. And you go into that first gun round, you would have had the advantages if you were G2. So that is a massive round loss here, one I'm sure the desk is going to be talking an awful lot about. And take a look at this CT setup from FaZe. We do see this from Rops an awful lot. He likes to use it so he doesn't feel so pressured over towards his side of the map. It frees up Brokey to assist elsewhere. Oh, Rain's been spotted out, Hunter. Ja, Hunter, schade. Einen aber geholt. Necessary push here coming in from Mr. Cool. As Hunter, he's seen enough, done enough. That's a nice run up for a smoke there from Brokey. Well, at least deny the vision of Monacy for now, but there's still plenty of other bodies for G2 to make sure they keep things tight. Digga, was sind das auch immer für Smokes? Forces here for FaZe to still win this round. What a fight. And Carrigan, he has to smoke himself off. Gets away from the Nico crawl. 3 in cave. Oh, one way. Brokey gönnt ihn sich. Scheiße. Wir sind natürlich gerade für die Terroristen. Für G2 sind wir. Gönnt ihn euch, Jungs. Gönnt ihn euch, gönnt ihn euch, gönnt ihn euch. Especially with this level of investment, right? And they don't know exactly what Rops is wielding thus far. So hold on to these, use it as a surprise in the next round of play. See if you can do a bit of damage on the way out. But they dealt with that cave play quite nicely there. Just Twist and Carrigan got found out, even though Brokey did manage to scamper. It's good off the back of the timeout that G2 are able to profit, and you have to accredit this to Hunter in middle. He's been given a position where essentially he gets to decide how he reacts to the util that gets thrown. Right, and the fact that in that round, FaZe decided to throw the one-way top mid, well, he knew it's likely to have players floating around, and he did one kill and a bit of damage to another, so he did an awful lot to find the opener, which then set G2 up for the position to close. So great stuff to Hunter. And we'll draw this back to just a 3-round game, so maintaining that lead our FaZe. Can buy again. They have G2 kann Comeback machen. Comeback Israel. Wie immer. Digga, ist immer noch erste Map und jetzt schon 1:20 Uhr. Wie heftig. Boah, immer noch erste Map, schon 1:20 Uhr. Ich glaube, das könnte locker bis 4 Uhr morgens noch gehen, wie die am Zocken sind. Ich habe auch... Wann habe ich geguckt? Dienstag oder Mittwoch habe ich noch mal reingeguckt. Ich glaube, das war ein Dienstag, als kein NBA lief. Digga, die haben einfach bis 5 Uhr morgens hier noch gespielt. Bis 5 Uhr morgens waren die hier noch am Start. 2 for 2. Back-to-back rounds, it's Hunter. Back to back. Who delivers. That's just a position where you're trusting in a player like Hunter to get away with a move like that. And the fact that he's been able to do it 2 rounds in a row, you need to convert off of this. It's such an advantage that he has given you. I think G2 were starting to, close down shop, close down mentally. Hunter might have just given him enough for a second wind. Oha, ist heftig. Sei mal ehrlich, was für eine Atmosphäre.
Ich weiß nicht, bei CS, da hätte ich gar kein Team mehr, für was ich so cheeren würde. Weil ihr wisst ja, mein Lieblingsplayer war ja Kenny S. Und der ist retired leider. Hey, in a round that didn't offer us an awful lot, that was entertainment. You get to play a part. Dann mochte ich noch Stream, sehr, sehr gerne Stream. Der spielt jetzt nur noch Valorant. Ich mochte sehr, sehr gern Stewie2K, spielt auch nur noch Valorant. Ja. Das war's. Efficiency in the opening kills that continued for G2, even though the rounds didn't necessarily always fall in their favor. And here on the T side, they've been doing a good job of those opening frags as well. We just discussed Hunter and his back-to-back openers in mid. Monacy had another with that Deagle. Sure, it was only on a bit of an eco round, but starting to get back into their groove, RG2. And this is the tussle. Ich bin gleich wieder da, Mois. Didn't want either team to come in a little bit sleepy. Wanted them to make sure they came in ready to brawl. And if you're FaZe, and if Hunter's walked into mid twice successfully, is there a rebuttal? Is there a response? Do you have to acknowledge that if that's where those two openers have been found? You can do, right? I think one of the issues might come in here is, oh, looks like we get a bit of a tech timeout, everybody. Give a cheer for our league ops. You know, they're always ready to go. Just a little headphone issue for ops here, so don't you worry. We'll get this one sorted and get it back underway ASAP. But before we talk about any of the particulars, there we go, they're back on. So, yeah, I think you're right. You do want to fight for this mid-control here. But this is the mind games of this level of Counter-Strike, and we've been talking about a lot in recent history, is G2 know that as well. So if you're going to put a lot of your resources into middle to deal with Hunter, G2 could opt for something a little bit faster towards A or the B site and just try and zone you out here. Just make it all about getting it done with positions alone. But this double AWPs, right, if you wanted to go for this mid-control you're talking about here, it's curious to see which bodies they'll throw into it. Do you want the AWPs in the extremities? Do you want one of them supporting in middle? And yeah, if you take a look at the blue dots on the radar, they want to fight for mid with ROPS and twists. They're coming. The whole squad to fight. Hunter's not alone this time. He's losing health, and they've lost Hooksy. No response. Hunter looking, and he's only found death. Misery handed to him. ROPS is doing a lot on the AWP. And just like that, FaZe respond with a flawless round. Damn, and if you break it down to what you were prefacing there about fighting for middle, FaZe did, and G2 were ready for it. That's why they had so many extra bodies, but it just looked clumsy on the way out there. I'm not sure what the factor was, but a little bit disjointed. And there it is, all five staying alive. A beauty from FaZe. The saves, they pay off. Worth their weight in gold here. So nice response. They once more get back to this 3-round buffer. They've been maintaining this throughout. After that 7-0 start, don't forget, this looked like it was going to be an absolute whitewash here, but back into it. It's still G2 chasing this lead that FaZe have set. So still chasing the tail, still trying to catch up. Yeah, and Hooksy there, he probably feels it's too disjointed. It should have been someone a little bit closer for a trade in that example. So, 3 more bodies at the problem. Turned out to be an issue for them. Okay, well, Rain here, coming with a big boy performance. We know that he does his better work on the stages. So in the groups, only 16 kills so far, 21 in the first map here of the playoffs for FaZe. Yeah, we saw the desk talking about the big game players of G2. Well, the big game player for FaZe, it seems, Rain. Mr. Major MVP. Yeah, for a reason. Going back to what's tried and tested here at G2, it is just Rain, the man of the moment. He'll have an awful lot on his plate here as Carrigan and Brokey have gone on a mission of their own. They're coming back. They'll be rotated in time. So there is a setup available, even a boost being erected. What do you do when you're smoked off? Step boost. Up and over. Spotted and missed. Look at the damage. Look at the frag. It's 2-4-1. G2, it's their site now. Couple of shots through the smoke, nothing connecting. JKS successful in getting it down, and Rain looking to recover, but thinks better of it. Yeah, especially on 15 points health there. Don't even give them a leg to shoot at. You can see Monacy, the line that he was trained on. So G2 will respond immediately here, and that was just patience. And then they executed into the site very proficiently. Nobody stepped ahead of the smokes. They waited for them to plume before they pushed into the site. If they didn't, they would have been very open to that AWP. So good stuff here from G2 to keep things competitive. But yeah, making Carrigan and Brokey rethink the setup there.
You could see how limited their options were. They had some ideas, but everything they tried just falling a little flat. Looks like we're going the distance, map 1. Yeah, and I'm just taking a look at the scores on the doors here. You've got Carrigan down the bottom for FaZe, no surprise, and Hooksy down the bottom for G2. So the mental warfare is going on. The two of them yet to crack double digits, the only two in the server, but that's par for the course. And that boost, yeah, the fact that they couldn't get, as soon as Brokey got smoked off on the first boost, he was already coming for the second boost, but to make that one happen, a little bit more technical, and especially under pressure, as FaZe will be taking their third tactical timeout here. You got Raban on the mic, conferring here with Carrigan, the Brain Trust, working out how they want to apply their trade into this next round of play. This crowd certainly brought the energy today. We'll see which half of the arena will be happy after map 1. A divided crowd, certainly a spectacle. But FaZe, that 2-round lead, let's see if it can become only 1. This is so important here. If G2 can win a round and rip all the guns out of FaZe Clan's hands, they're going to break the money and then draw this back to likely a level game, or G2 can even get themselves into the lead. So every round for FaZe, you can understand why they're saving. The loss bonus is not in their favor here at all. They lose a site, they have to save. As Rain this time springs into action, takes a lot of space, has been allowed to do so by this G2 setup. They're giving all of this. Look at all the util that's been dumped into this space. G2 have given it to them. Hey, take it. You can replenish the smokes, you can get him down, but what do you have for late? What have you even got for the mid-round? It's a minute 25, and G2 are starting to get a move on. Yeah. Twist might be hearing something from the donut position. Brokey's got a smoke to stare at, trying to edge around it, try and find something to stand in. He's found a nice angle. Oh, he lets it go. Boah, das war ein geiler Flick schon wieder. And the A site now looking a little more vulnerable and susceptible. Brokey at least ahead of the util. This is going to be a brawl now. This is going to be a fight. Brokey lets one go. Modesty does not. Can't finish him off though, down at 20 HP. A late arrival from Nico, but they have the body on the site. They've got Hooksy and Temple to confirm it. The bomb from Hunter is concerned about the flank. This is a hurry up and wait moment right now from G2. You can see the transition that's starting to come into play here. Hooksy is going to take a little bit of a look here. Oh, Carrigan's definitely not ready for this. Wow. Assassine. Guck mal, ja, die machen guten Comeback, sind jetzt nur noch 3 Runden behind und die können sie voll schaffen. Diese Runde können sie auch gut gewinnen. Ah, genau, jetzt guckt er weg. Monesi, Mayonnaise. You don't want to give that AWP over, but you can send a couple of these AKs. Take everything away. FaZe will have to eco. Twist, bang. Victim, Hooksy. A lot of yes! in this one. And that was off the info with a fakery. Bringing that bomb back to B, wide open. Oh, now some questions for FaZe to ask themselves here. They have 3 players who can buy and 2 players who can't, right? They can get an AWP out, they can drop some rifles across. Actually, they're making the money work real nice here. These silence Comeback Israel, ihr wisst. Those cheaper investments, they've actually been able to master 3 M4s, 1 AWP, a kit's in play. Carrigan has to work on a CZ, sure, but not as broken as I thought they'd be. Even though they removed all those guns, it's still just not quite enough. They may not be broken, but I think Brokey wants some redemption. A couple of missed shots on that. In a close game, high stakes, damage inflicted through the boards. Rain looking for his 22nd frag, and we know he likes to survey this cave position actively. Hunter throws a couple of bullets through. This is the pressure point, and it's the right pick here for G2. This is where one of the FaZe individuals, if they show up with a miraculous multi-kill, one of those magic moments we know the individuals are made of, that could silence G2 on this comeback trail. Wow, look at the restraint from Carrigan. Nico was trying to bait it out, still holding on to that smoke. A limited resource, 2 remaining. Still Carrigan stubborn. Chillt da immer noch. Trust in his judgment. And we're at 45 seconds now. If he can hold on for a second longer, that smoke will be worth its weight in gold. Take a look at the radar. Rops is on his way over as well. There'll be 4 here, perfectly placed. 35 seconds left on the clock. They have to go through. They have to pop flash.
And that's what Carrigan's counting on. What have you got? Wow, okay, einer hat da... Wow, fuck! And now it's falling apart. G2. Fuck! Phase. Das gibt's nicht. Stand up and deliver when it matters most. You cannot overstate Das gibt's the nicht. stoicism of Carrigan right there. The fact that he just held on, jiggle. Das You wanna gibt's play this nicht. slow game, you wanna milk down the clock. I will Leck hold on to mich this am slow Arsch. Wirklich ein for World my of Warcraft life. Move. And that's exactly World what he of put on the line motherfucking right here. Warcraft. Wins them the round. It wins them the round. That is that stalwart leader brain. He wasn't falling for any of your wicked games, and he gets that smoke out right when he needed to. Damn, that So time eine around, they cobbled Scheiße. together that buy, they make the finances work. It was light on you two. Carrigan didn't have a gun. There was one defuse kit. Not an awful lot to work with at all, and they still make it work. As G2, they're the ones to have a conversation now to try and get these finances across the line. Not sure if JKS is going to be so lucky here. He might be the one operating the pistol. Hooksy not dropping him that AK-47, the in-game leader wanting to wield it himself. As this is it, FaZe. They have maintained the lead throughout this entire game. The 7-0 start now looking to close 14-12, the two-round lead as we get back underway. Modesty, Wow. a massive risk, and he didn't even see the player dipping back out. Modesty, Fuck! Monessi, Mayonnaise, Diggi. Different intentions. That's apparent. As they want to try and overwhelm. Robin, cool. Geil. Mid-air. And Hunter builds Yes. upon it. G2's A side now Excuse me? rumbled. Ah, er pusht durch Smoke. Mate. Giving him an AK as well, trying to scare him off. We know what this means, right? Yeah. Another FaZe save. I mean, they've Oh, had was hat plenty er of 'em. abgesmoked? Yeah, and they have Was hat er paid da off, abgesmoked? right? So einfach It's random. Ja, ich werf mal eine Smoke. About to play when the sun is shining, but G2, they have continued to chip back in. Komm schon, Nico. Komm schon. Er gönnt sich noch ein paar Exit-Frags. I need to understand if Hooksy's boots touched the ground or if he had a little bit of a divine intervention on that one. Ah, schade. Magic on this. Yeah, okay. Yeah. He got Okay. planted by Robs's bullets. Er war zu And then greedy. this one, charging through the smoke. An eyebrow raiser, but he's a space taker. And it leads to an important round for G2s. Just a one-round game here. Aber ey, mit den Frame-Drops und so, das hat jetzt, glaube ich, hoffentlich, bitte. Hoffentlich ist das jetzt endlich gefixt, ne? Weil ich glaube, jetzt haben wir lange keine Lags mehr und so gehabt und Frame-Drops. Das war wirklich die Zeit. Da lag irgendwas Safe-Call an den Servern. Safe-Call. So, das nächste Turnier, das nächste große Turnier wären die Blast Spring Premiere Finals. Die fangen ab Juni 7 an und gehen bis Juni 8, 11. 7. Juni am Mittwoch bis nächsten Sonntag. Und nächstes Wochenende ist auch noch ESL Katowice 2023. Challenger Stage. Okay, das Blast Premier Spring Final. Da gibt es ein paar geile Teams auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall ein paar geile Teams, ja. Still hesitant, now gets it down. Rain. Oh, that's an opener from Hunter. They blocked both choke points, cave and ramp. So remember, I said that G2 only had 2 smokes of their own. They've already used them. At this point here, we have no smokes left in the round for the T side. It's just twists. That was a bit of an over-investment if they don't have territory off of it. Aber ich weiß nicht, ob wir uns das angucken werden. Das Finale vielleicht. Sonst gucken wir mal. The whole G2 Samurai Ich squad. bin eher gespannt auf ESL Katowice, weil dort spielt Virtus Pro. Das sind die das letzte Mal, also Rio haben die gewonnen, aber die sind kurz vorm Zerbrechen. Die sind auch immer noch zu viert. Ja, die sind immer noch zu viert und haben immer noch keinen 5. Spieler bis jetzt. Schon seit 2 Monaten haben die keinen 5. Spieler. Da bin ich gespannt. Ja, die haben es. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Genau dann kann sein, Updates ECT. Ja, man weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich habe genau jetzt, wo ich einmal gucke, machen die so ein geiles Play jedes Mal.
Jedes Mal, wenn ich nicht gucke, machen die so ein krasses Play. Leck mich doch am Arsch. Cutting them off at the pass here, right? Hooksy looking, JKS2, Monacy going to join that party over towards middle. Hooksy's very low. He's not going to get anything done here. He walks in and broke his AWP. How many more guns do you want to throw at this G2? Oh, I think they'll take it. Oh, what a transfer! Nico jumping into Brokey, and that's taken from him as well. And G2 fans elated, they know what that means. Broken at the end of the game. Yeah, no worse place to find yourself in this situation. The CT side, and we've spoken about them walking that tightrope of the economy the entire time. And when I thought they were broken a couple of rounds ago, no, they pulled a rabbit out of the hat. They had more than enough cash. And this is it. So this late fake here with the mollies on towards the site. That was all that it really took to draw the rotation because FaZe in that number down situation, they had to respect it. That's the transfer from Nico. Beautiful stuff. But yeah, you're right. By using all of their smokes early, you think, okay, how are you supposed to fake it out? How do you maintain the fake? You've got mollies left. You throw them in unison, and you hope. Sprint. You hope. You hope that it's enough. It's a tactical timeout, the final one for FaZe here called. They are going to take the eco. They are going to take the lightest of investments. 2,400 loss bonus into the next. Their rifle round is going to look pretty touch and go as well. And if G2 win this, an absolute sitter of a round, it'll be the first time in this map they have been in the lead. What, you mean at 15, Ich bin gespannt. 14? Exactly. Wow. They have been chasing this FaZe tail the entire game. From 7-0 down. Ja, das ist heftig, die Aufholjagd genau zum Schluss. Das finde ich halt auch so spannend an Counter-Strike, ne? Die ganzen Aufholjagden und so. So geil. Entweder kann CSGO extrem spannend sein oder extrem langweilig. Genau wie mit Basketball. Auch extrem spannend oder extrem langweilig. They called it off. I thought they would have been ready with this, so Brokey had flashes, never mind, Rain had a head. Yeah, past tense, and the rest falls into place for G2 to take the lead for the first time in round 29. A dream start for FaZe, 7 rounds out of the gate. And don't forget about that Deagle round as well. Yeah, exactly, right? And that's one of those rounds that why you'd be slightly scared in a scenario like this, but no Rain Deagle. They didn't have any extra cash to even try and look for kills like that. And right now, the only player that they can turn to with a hope or a prayer is going to be Rops on the site. Twist and Brokey are coming, sure. There's always a chance, but come on, man. We're talking about USPs here and a couple of flashes. Yeah, I mean, it's just that 5-7 that gives me a little bit of something. Robs wants to go aggressive. The flash was there, but Nico doesn't care. And that's 15, folks. G2, 1 round away from taking FaZe's pick. And this one is going to sting if you FaZe. To have the type of lead that you had in this game, to now be back nice. At round 30, having to take it to overtime on your choice, and that's just to have a chance. Remember, Inferno coming up next. G2 have stayed in this. They have been grinding throughout. Not every round has been pretty, but they've been able to get here. And FaZe, for them, a lot of this half has felt like saving, like you haven't been able to contest, like you haven't been able to fight because of the financial situation, and getting sweaty is Carrigan. It's time to feel that heat. Round number 30, let's get this one underway. Action stations. Maximum Die sind halt jetzt im Nachteil, ne? G2 hat die Runde davor clean geholt. Was geht ab? Die dachten, die kommen von der Mitte oder auf A. Die haben B komplett offen gelassen. Entschuldigung, die haben A komplett offen gelassen. Und waren alle auf B. Der Retake. Keiner hat Kit. Retake. Ohne Kit. Right, think about the plan. Think about where it is. How are you meant to get in here with Monacy on the flank? Maybe Robs has found them a way in. They're charging out of the donut position. Smoke on the bomb. Oh, gets interesting now. Yeah, most definitely. And Monacy hasn't finished his meal either. Brokey's still alive. Boom, in der Luft geholt. Und 2. Und 3. Und 4. Let's go. Die haben die Map noch geholt. Wie geil. Nice. Was ein Comeback, wirklich, was ein Comeback. Von 7 oder 8-0 Comeback geholt. Boah. Bam, bum, bum, bam, bum, bam. Das war echt heftig.
Wie lange ist jetzt Pause? Also erstmal die Highlights angucken. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sollen wir uns das reinziehen? Okay, machen wir gleich. Do you think you know everything about CSGO? Then Der stay L-Drop. alert and look out for the DHL drop quiz on the ESL CSGO Twitch channel. Wie viele Minuten sind das jetzt? 3 Minuten, okay. Dann geht's weiter. Aber die haben, glaube ich, 10 Minuten Pause immer. Full Metal Jacket vor. Ah ja, das kenne ich irgendwoher. Sir, Ausrede wofür, Sir? Ich stell verdammt nochmal die Fragen hier, Private. Haben Sie verstanden? Sir, jawohl, Sir. Na, dann danke ich Ihnen vielmals, Private. Kann ich auch mal was sagen? Sir, jawohl, Sir. Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Sir, das bin ich, Sir. Dann mache ich Sie also nervös. Sir, Sir, was? Wollten Sie mich gerade ein Arschloch nennen? Sir, nein, Sir. Wie groß sind Sie, Private? Sir, 1,75 Meter, Sir. 1,75? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Da bescheißen Sie mich doch um 1 Zentimeter, hä? Sir, nein, Sir. Bullshit, Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch Ihrer Mutter runtergelaufen und als braune Soße auf der Matratze geblieben. Man hat Sie beschissen. Wo zum Teufel kommen Sie überhaupt her, Private? Sir, aus Texas, Sir. Hundescheiße Texas. aus Texas. Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas, Private. Oha. Und nach dem Stier sehen Sie mir nicht gerade aus, also wird die Wahl doch eng. Sind Sie Schwanzlutscher? Sir, nein, Sir. Oder ein Pfeifenraucher? Sir, nein, Sir. Sie sind doch garantiert diese Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, dem wenigstens auch einen runterzuholen. Sie merke ich mir vor. Was zum Fick? Was zum Teufel? Aber man, diese Anscheißszene kennt man mit dem Typen. Telefonverarsche 11. Oberfeldwebel-Hofmannstand 1. Wie lautet der 6. Wachbefehl? Ja, wer ist denn da bitte? Ich bin Gunnery Sergeant Hartman. Grüße Sie. Was kann ich für Sie tun? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Wie bitte? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Ah, das Saftsack, das lassen wir aber mal, gell? Wer hat das gesagt? Oberfeld- Wer zum Teufel war das? Ich sag dir meinen Namen. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Ja, was Je kann mehr ich ihr für mich Sie... hasst, Hören Sie desto mal, mehr hören Sie werdet ihr mal, hören Sie mal. Ich bin hart, aber ich bin fair. Habt ihr Maden das verstanden? Also erstens reden Sie mich nicht mit einer Marder an. Bullshit, ich höre ja nichts. Haben wir Habt das wohl alle verstanden? nur Sie Luft im reden Sack. mich nicht mit Marder an. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker? Bitte? Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Sind Sie vom Stab? Wie lautet der 6. Wachbefehl? Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört. Ja, sind Sie von der US-Basis? Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Wie ist Ihr Name, Sie Fettsack? Ja, nicht in diesem Ton, gell? Bullshit, ich kann Sie nicht hören. Nicht in diesem Ton habe ich gesagt. Jetzt reicht's. Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört. Na, hören Sie mal, jetzt hören Sie mir mal zu. Erstens brauche ich Ihren Namen. Sie merke ich mir vor. Für was denn? Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Wie ist Ihr Name, Sie Fettsack? Oberfeldwebel Hofmann. Bullshit, ich kann Sie nicht hören. Ich sage mir Ihren Namen! Ich stell verdammt nochmal die Fragen hier, Private. Haben Sie verstanden? Nein! Dann danke ich Ihnen vielmals, Private. Kann ich auch mal was sagen? Ja, völlig krank ist das. Sind Sie etwa flau im Magen oder Das hat nervös? einfach aufgelegt. Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Das ist jetzt schon zu weit. Mach ich Sie also nervös? Aber bald, wenn Sie Mach auch ich nicht Sie also genau- nervös? Aber bald! Was soll denn das? Was ist das denn? Was? Private Paulas Karpfen. Nägel schneiden. Quanten waschen. Stech dir die Blase auf. Heiliger Jesus im Himmel. Private Paula, wieso ist Ihre Feldkiste nicht abgeschlossen? Sir, ich weiß nicht, Sir. Private Paula, wenn es überhaupt etwas gibt in der Welt, das ich hasse, dann ist das eine nicht abgeschlossene Feldkiste. Das wissen Sie doch, oder? Sir, jawohl, Sir. Wenn es nicht so viele Arschlöcher gäbe wie Sie, würde auch nicht mehr geklaut auf der Welt, oder? Sir, nein, Sir. Runter da! Na,
Na schön, Private. Jetzt wollen wir mal sehen, ob nicht irgendwas fehlt. Jesus Maria. Jesus Maria. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das? Was ist das, Private Paula? Sir, das ist ein Krapfen, Sir! Das ist ein Krapfen? Sir, ja, Ein Sir! Berliner. Ist der da drin? Sir, ich habe ihn aus der Kantine mitgenommen, Sir! Ist Fressen auf der Stube erlaubt, Private Paula? Sir, nein, Sir! Und sind Ihnen Krapfen erlaubt worden, Private Paula? Sir, nein, Sir! Und warum nicht, Private Paula? Sir, weil ich zu viel wiege, Sir! Weil Sie ein ekelhafter Fettwand sind, Private Paula! Sir, jawohl, Sir! Warum haben Sie dann einen Krapfen in Ihrer Feldkiste versteckt, Private Er schmeckt. Sir, weil ich hungrig gewesen bin, Sir! Paula? Weil Sie hungrig gewesen sind. Private Paula hat Schande über sich gebracht und Schande über den ganzen Zug. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber das war umsonst. Ich habe es nicht geschafft, weil ihr mir dabei nicht geholfen habt. Weil ihr es nicht verstanden habt, Private Paula die richtige Motivation zu geben. Das heißt, von heute an, wann immer Private Paula Was zum Scheiße Teufel? macht, werd ich nicht ihn bestrafen, dann werde ich euch alle bestrafen. Und so wie ich es sehe, Ladies, schuldet ihr mir was für diesen gefüllten Krapfen. Also runter auf den Boden. Auf mit dem Mund. Sie bezahlen für ihn, Sie werden ihn fressen. Und jetzt, Bewegung! 3, 4, im Chor, ich lieb das Marine Corps. 3, 4, im Chor, ich lieb das Marine Corps. 3, 4, im Chor, ich lieb das Marine Corps. 3, 4, im Chor, ich lieb das Marine Corps. Digga, was ein Film. Was ein Film. Ist das nicht mit diesem Freddy Bus bauen auch so? Komm, Freddy, Bus bauen. Das kenne ich auch irgendwo. Ist das, glaube ich, auch von dem hier, ne? Komm, Freddy, Bus bauen. Freddy Bus bauen. Davon gibt es einen fucking Remix. Komm, Freddy, Bus bauen. Tja, das ist doch genau dasselbe, oder? Komm, Freddy, Bus bauen. Ich dachte, du brauchst mich heute nicht mehr. Jetzt quatsch nicht doof rum. Ich hab gesagt Bus bauen. Aber plötzlich. Was ist Heiratsfeld? am Anfang dachte ich, was ein verfickter Bus. Der Bus. Komm, Freddy. Einsteigen. Na los, du altes Schwein. Oh, aber anders. Digga, what the fuck. Hat mich so verstört, als ich das erste Mal gesehen habe. Every time Michael Jordan took it personal. You know, the team is much bigger than 15 players. Those guys who work in the front office, they were good people. But the most important part of the process is the players. So for him to say that is offensive to the way that I approach the game. I wanted these do-it-yourselfers around the house, so I could take Larry out, and he was fascinated by fixing things with his hands. Das war der Vater von Michael Jackson. Michael Michael Jordan. Might give you a pair of pliers, you know. And I guess I was a little short-paced with him. I'd say, get back in the house with your mom. Boy, you're never gonna be anything. MJ, ja, beide MJs halt, ne? Kann man verwechseln, passiert. Because I want that, you know, I want that approval. I want that type of confidence. So my determination got even greater to be as good, if not better, than my brother. Clyde was a threat. You know, I'm not saying he wasn't a threat, but me being compared to him, I took offense to that. Game on the line. Who would take the last shot? Me. Me. Geil. I was a little bit upset that I didn't get the MVP that year and they gave it to Charles Barkley. But with that said, okay, fine, you can have that. I'm gonna get this. Jerry Krause loved Dan Martin. And just because Krause liked him was enough for me. You think he's a great defensive player? Okay, fine. I'm gonna show you that he's not. I felt like BJ should know better. If you're gonna high five, talk trash, now I had a bone to pick with you.
Wieso ist das so scheiße abgemixt hier jedes Mal? Auf einmal laut, auf einmal leise. Wieso können die das nicht richtig mixen, die Arschlöcher? George Carl's over on the other side, having dinner. Hey, there's George Carl over there. And George Carl does not come over and speak to him. He walked right past me. Now look at Mossy. Really? Oh, so that's how you gonna play it? He just kind of went by, and I went, uh-oh, should have never done that. I said, it's a crock of shit. And then we went to Carolina. You know Dean Smith. You know, I see him in the summer. We play golf. You gonna do this? Okay, fine. That's all I needed. That's all I needed for him to do that. And it became personal. Personal with me. If I had to pick, Never disrespect the GOAT, Digga. Wirklich. you know, Indiana was probably the toughest outside of Detroit. They were tough. Every time I go in that fucking game and come out, I got a new scratch. It became personal with me. What's the biggest motivating factor going into that series for you? Digga, wieso ist das so verfickt leise? Ich mach komplett Lautstärke, wie es geht. I took that fucking personal. Karl Malone was the most valuable player that year, so here was added motivation for Michael, right? He thought he should have been the MVP. Natürlich. We knew immediately where this was going. I'm not saying he wasn't deserving of it. All I'm saying is that fueled the fire in me and said, okay, you think he's the MVP? Okay, fine, no problem. Yeah, Brian Russell. When I was playing baseball, Utah was in town to play the Bulls. Das war heftig. They're practicing at the facility. I go over to say hello to John and Carl. And this kid, Brian Russell, comes up to me and said, man, why you quit? Why you quit? Man, you knew I could guard your ass. I couldn't, you had to quit. I said, Carl, you need to talk to this dude, man. Nah, he's just a young rookie. But from that point on, he's been on my list. He took it personal, ihr wisst. Jimmy's best memes. Jimmy Butler being a walking meme for 10 minutes. Gönnen wir uns das auch mal. Wow, es ist laut. McDermott! Tschüss. Doug McDermott with the flush! What? Weil, Digga, was gucke ich hier? Das Michael Jackson war ja noch okay. Michael Jordan. Aber das gönne ich mir, glaube ich, privat. Noch 5 Minuten. Danach ist die nächste Map. Na? So, 5 Minuten. Gönnen wir uns mal hier ganz kurz. Zack. It's been exposed. Das können wir uns noch reinziehen von Score eSport. Not only is the video transformative because we made edits to it, but it's literally me. It's me talking to Andrew Tate. These corporate mercenaries don't seem to believe in a little thing called fair use, and because some of the biggest players on these platforms have hired them, they've been able to do a lot of damage. Now, not only is this messed up, but it's also illegal in many countries. So the question is, will YouTube do anything to stop this? And can they? Was denn genau? False claims are out of control. So for a while, this mysterious company was sending copyright claims to anyone that covered popular YouTubers like iShowSpeed. This meant losing the ad money from the video itself, which in some cases was multiple millions of views, or instead risking a copyright strike by fighting the claim in court. So these claim notifications did point to a company name. But when people looked it up, there wasn't that much to figure out. So the riddle's only clue might be the thing that you remember from when this whole issue resurfaced earlier this year. Thumb Media. But let's just take a look at this. Thumb Media. Noch nie was von ihnen gehört. You know, examine how one of these claims actually works. And this one is from Thumb Media. A video of Futives 2v2ing Aiden Ross was copyright claimed by Thumb Media affiliate. So a copyright claim like this means that the video stays up. It's just that whoever claimed the copyright just getting the money. takes the money from the video in question. So if you want to contest the claim, you can,
And there are absolutely valid reasons in a legal sense to use content that originated elsewhere in your own video. Ultimately, YouTube is not the one making the call on these claims. What happens is there's a process for them to communicate the claim between the two parties, and then at a certain point, it's on the person making the claim to actually sue the person that they claim is infringing on the copyright. So people like Futives are dealing with this issue now, and they're in a tough spot because if they choose to contest this thing, they have to give their personal details to the claimant so that they can be served a lawsuit if they so choose. So you can see for all of the above reasons why people Oha, das ist ja richtig abgefuckt. Du willst was anfechten, aber dann musst du auch deine Daten herausgeben. Serious damage to your channel if you do contest it and you get a copyright strike that stays on your account permanently and again could endanger it in the future. In Futive's case, they were lucky enough to be able to get the claim rescinded shortly after tweeting about the whole thing, but ultimately it shows that it's still happening. And it doesn't look like any of this was an accident either. As YouTuber Jabroni pointed out in March, these don't look like automated claims. It actually appears as if somebody is just searching words like I Show Speed or Aiden Ross, going to videos that contain any amount of those things and claiming the copyright for them. Usually when you get claimed on YouTube, it's by an automated system, it's by content ID. The copyright owner gets a list of videos that are using the content that they claim to own. They can just go through a checkbox and say claim, claim, claim. Heftig. It's all on one screen. The claims we were getting last summer. Müsste gleich anfangen, da hast du auf jeden Fall recht. 2 Minuten, die machen sich schon ready. Das können wir uns danach... Wake up. Yeah. Guck mal, das ist ein geiler Track. Das ist doch geile Rockmucke und nicht dieses Rammstein-Shit. Das ist geile Rockmucke gewesen. Howdy, y'all. I'm doing pretty good, pretty nice. First day of Impact, how are things going so far? So far, kind of according to plan. In comparison to the previous Dallas, the games are way less one-sided. Okay. The previous one went to 16-14, a magnificent comeback from Navi Javelins. I mean, so right now we have Nigma Galaxy against 9 Pandas, and it is for the spot in the semifinals. So we're already getting towards the teams getting towards the semi-final, which is like same as we are here. Who's your little friend though? Are you lonely? Armadillo. I mean, you're never lonely when you're doing Impact, but like you have a little cactus, I have a little armadillo. I don't know, it's are there armadillos in Texas? I don't know. But there's at least one. There's at least one, yeah. You have the potential only armadillo in Texas. Hold on to it, look after him. Heku, who do you think is going to win it? Is Nigma Galaxy going to go again for another Face, glaube ich. Face wird das machen. I mean, they won already 4 trophies. They have 5 players. So kind of like, you know, like Tana's like to finish everything, the whole thing, the whole set, they need that 5th trophy. So they're going for like the Infinity Stones on the, and they're going to finish and close all out. Well, I'll keep catching up with you. We're going to sit back and watch some of the games. But thank you very much for your time, Heku. It's always a pleasure. Hat doch keinen Plan. Doch, die ist glaube ich auch, ich weiß nicht wer das ist, aber die ist glaube ich auch irgendwie eine Analystin oder so bestimmt. Die ist locker eine Analystin oder so. Ich weiß aber nicht wer das ist. Oder kannst du die? Weißt du wer das war? Ich kenne die nämlich nicht. To get into that semi-final, this is map 2. Inferno is what we've got ahead of Analyst. us. And I say us, of course, my name's Machine. I'm joined by Chad Sponge Birchall, and this is the IEM Dallas crowd. Are you with us? No. Much love, much love. Starting over on the defensive phase. G2 to bring the punch and the fight on the T side. We had the pleasure or displeasure of commentating these two's last Inferno bout, and not against one another in the tournament thus far. Both getting blown out by their respective opponents. Ja, denke ich auch. Safe. Hat sie gesagt, G2 macht das? Also ich glaube auf jeden Fall, die Map müsste Face machen. Face, können wir nochmal ganz kurz auf... Gleich.
Pistol Round ist eigentlich immer sehr spannend. Guck, da sind die Odds. Wobei, die Odds sind 4, also 4,5 zu 1,2. Bro, Face müsste sie eigentlich smoken auf der Map. Außer wenn Twist sowas macht. Aber, ja, oder so. Has managed to keep it level. Now with that bomb down, it gets interesting. They're already quite quick on this. Recovering the Julies has Hooksy set for success. Occupying the ruins and Hunter going, looking to be a hunter. Brokey, Diggy. He's not going to spawn. And that leads to Hey, Robs. good headshot. Monacy more. Hooksy Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Erste Pistol Round. Face macht es. Gucken wir mal hier. Face Clan. Stats. Oh, was? Die haben nur eine 50%ige Winrate? Geht hier ab? Eigentlich müssten die smoken. Die müssen auf Face. Okay. Check ich jetzt nicht. Weiß jetzt nicht. Okay. Und G2. Und die haben 90%? Hä? 9 zu 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sind wahrscheinlich 9. Okay, gegen Heroic haben die jetzt verloren. Okay. I love that. This is very deep. This frees up an awful lot here for FaZe. What a gift he's given them Okay. to the second round. Now this is a very threatening one by virtue of the kills and the plant. Look at Monacy's equipment. He's going to be set for success. I say that. Keine Ahnung. He hears one close and goes looking Habe ich for das dann trouble. wahrscheinlich falsch in Erinnerung. From the SMG. Rain in support of him, so they've heard two different guns. On the other side of that smoke, and it's Monacy's AK, primed and ready. Anscheinend G2 wird das machen, aber ich glaube Face, als die Games, die wir von Face gesehen haben, die haben immer auf Mirage auf Inferno richtig durchgezogen. Die haben eigentlich fast immer gewonnen. Guck, 2, den dritten, wenigstens 3 geholt. And it looks like he's done more than enough. Unless Hunter has something miraculous. Yeah, he's not cleaning his corners. Er nimmt lieber die Galil mit, anstatt eine Farmers Luckkick. It's Robs with a round-winning push. That's insane. And I think, Karrigan doing that top banana play, it kept them in place for a little bit longer. It was more information for Robs to understand that type of move. Because Hooksy's gone up mid. He's called things relatively clear throughout all of this. But check this out. JKS falls first. Spray-Pattern war halt leider ein bisschen kacke. Hunter gets the trade. And you're right, not clear in the corners, because if Robs is pushed, they're going to be assuming A was completely clear. So couldn't even salvage the plant. A bit of frustration here early for G2. It's not like they're not used to starting the game in the dumps. Yeah, right, 7-0, still took the map. Looks like Robs is going to take some heads as well. Look at it, this is a strong start. Oh, einen kassierten Klick. Heftig. Brokey's gone too, and now they just have to get past Twist, the discipline. Twist schön gewartet. Oh mein Gott. And just when they thought they could take the space, Twist puts them back in their place. There's some broad assumptions being made there, right? You take down 2 of the normal A defenders. Twist tends to play that rotation role, so he's either helping out Arch side or helping out B, so they're not clearing out for Pit again, and Twist just profits. Backs turn, easy frags. And another round for FaZe Clan. Ich glaube, ich kann die Wii ausmachen, Digga, wenn das jetzt schon so spät ist. Was he likes to give his stars space. Twist talking about it in interviews, saying, he has a lot of trust in us and our judgment. So when Robs is saying, I'm going, Karrigan saying, how far? Yeah, and the key to all of that for a team like FaZe, hold up. Hold up, boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Hold up. The key here is, when the players take those type of moves, one player will call what they want to do, and the rest of the players all need to understand how they need to work behind this. You can't have Karrigan micromanaging everybody every single time somebody wants to go for something a little bit unorthodox. So this is one of the keys of a team like FaZe, is the individuals more often than not know how to make that correct decision. I'm curious, we discussed this last time around because they changed it since the major. FaZe went back to having Karrigan and Rain holding B, and it looks like with what we've seen out the gates here early, that's going to continue. This makes Twist back over towards the A side of things as that rotator player.
So we'll keep tabs on that. They didn't get a whole lot of CT-sided info last time we saw them playing this map, so clearly vying for that is going to be a key component. You can see that here already. This aggressive mid setup. Wow, look at all across the map, across the board, and a shot across the bow. How does he survive that? Yeah, Nico lucky to have gotten away from that one unscathed, and Robs goes looking. And he only gets a face. Ich habe den Titel jetzt erstmal abgeändert auf Cowboys gegen Indianer, weil ne, wir werden heute kein Mario Kart mehr zocken. So wie es jetzt aussieht, es ist schon 2 Uhr und die sind erst jetzt in der zweiten Map. Zweite Map erst. Zweite Map hat erst gerade angefangen. Das heißt 2 bis 3, das heißt bis 4 Uhr könnte das hier noch gehen. Bis 4 Uhr könnte das noch gehen. Macht dich ready, ne? Bis 4 Uhr. Oh, der Spraydown. What the fuck? Der Spraydown. Lecker. Das war ein leckerli Spraydown. Just outmaneuvered G2 after losing the opening pick top Boom. mid. So a number disadvantage situation. Was da gerade passiert, guck mal, guck, 4 Leute hat er gekillt. Ein Spraydown ist halt, du drückst halt die Taste, erklär mit MKB-Begriffen, okay. Guck mal, das Ding ist halt, du ziehst halt den Delay Drift und du ziehst ihn so lange, bis kein Blue Turbo mehr kommt. Es kommt Purple Turbo aus Mario Kart 8 Deluxe kommt, obwohl du Mario Kart Wii zockst. So ein Turbo kommt dann, weißt du? So ein Turbo kommt dann. So heftig war das. Auf den. Als ob, ja, es war auf jeden Fall ein richtig krasser Spraydown. Also er drückt halt die linke Taste und sprayt dann halt das ganze Magazin durch, um halt, ja, die Leute zu killen. Die laufen halt einfach in seine Schüsse rein mäßig, ne? Aber die versuchen ihn halt dann immer zu holen. Die denken, Magazin leer, okay, ich gehe rein, hol ihn jetzt schnell, während er dann versucht nachzuladen oder so. Truth Zero G2 have 3 players on 0 kill Zug, the JKS Nico. Nico and maybe JKS can change his fate. As we have still plenty of time left on the clock, but this one's done. I don't see a clutch coming through here whatsoever, especially bomb down. But yeah, there's definitely seems to be a memo passed around the FaZe camp about aggression on this defense. You know, we've heard it before. An offense, a good defense can be a good offense, but bringing the fight to G2, and it's not really letting them get off the starting mark. So JKS, Huxi and Nico. Wie geht's eigentlich, Simi? Hoffentlich geht's dir bestens, Bro. Well, let's look at these first 5 rounds. We had a pistol round, which is 50-50 as far as the investment goes. We had the second, which was the force of G2, which they lost. Then they had to take a bit more of an eco. Then you've got the first gun round, and then you have Egal, war Eco oder nicht? War das ein Eco? Müsste eine Eco gewesen sein. Also Eco ist halt Economy, wenn du halt wenig kaufst. Du kaufst halt maximal eine Pistole oder so. So kann man das sagen, Eco-Round. Wo man kaum was kauft. Alles bestens. Danke, Mann, mir geht's auch sehr gut. Uni, viel kommt Stress, weil ich nichts gemacht habe. Bin ich selber schuld, aber ja, sonst kann ich mich nicht beschweren. Ich bin zwar jetzt irgendwie ein bisschen krank. Die letzten paar Tage wurde ich krank, ich habe so Schnupfen. Richtig krass, vielleicht hört ihr das jetzt auch raus. Also ich merke das selber. Meine Nase ist verstopft ein bisschen. Ich habe halt richtig mies Schnupfen. Ich glaube, ich habe mich erkältet, als ich hier einmal eingepennt bin im Sessel, um beide Fenster offen waren mit durchzuklappen. Habe ich hier, glaube ich, auch sogar mit dem Hemd bin ich hier, glaube ich, eingepennt. Ja. Und da waren halt beide Fenster offen, mies Durchzug. Ja, okay, wo man sagt, hört, ja. Danke. Ist ja nicht so schlimm. Also, Schnupfen, ich habe doch gefühlt das ganze Jahr Schnupfen immer. Also, das ist für mich jetzt nicht so schlimm. What the fuck? Maybe now they operate under the assumption that this is theirs, and it certainly could be, maybe even should be. Bro, sag nicht so. Sag nicht so. Goes looking, Nico down. Can't miss those. Awkward. Now. Time's a problem. 25 seconds. They know the bomb's on B. Jungs, was soll das? Wir sind hier clean, wir nehmen keine Drogen. Was labert ihr da für eine Scheiße?
Keine macht den Drogen. Was labert ihr da? Wie Sergeant Hartmann sagen würde, was ist da? Jesus Maria, was ist das für eine Scheiße? Sergeant Hartmann ist doch der aus der Serie, oder nicht? Das, was du gesendet hast, diesen YouTube-Clip. Solange schikanieren, bis Buttermilch aus dem Gött fließt. Was? So lange schikanieren, bis Buttermilch aus dem Arschloch fließt? What the fuck? Get this one done after the comeback fashion, but be down in the dumps once more. Gonna take that mental resilience again. Hooksy fast, ready to fight. Rain, too good. Banana's on lockdown. Oh God, he nearly finished off a second as well. Mission accomplished now. Buttermilch. Was zum Teufel? Ich check das nicht, Bruder. Bis man Durchfall hat? Still 2 players yet to frag. Hooksy. Oh, Robs could hand JKS his 7th death here. 2 bombs. Yeah, it certainly could be Bond or not. JKS does assassinate Twist and gets away with confirmation. Ich check das nicht, Yeah, that's key. Robs might have to get out of there. Reposition going to be required from him. Aber mit was schikanieren? Der füttert dich dann mit verfaulten Sachen, damit du halt Durchfall bekommst, oder wie? Weil der eine keinen Krabben essen durfte, oder war der Krabben vergiftet? Ich check das echt nicht, was du gerade meinst. So worried about all these gaps, right? I suppose with these gambles that FaZe are having, they are leaving 2, 3 und die rotieren. Doch nicht, Brokey checkt noch ab. Frontside lurk smoke here, that's not what's necessary. Might walk into the AWP again. Gönnen wir uns gleich. Oh, and he oversteps it, Hunter. Fumbles on the second jump peak and now elevated his range. Should have full sight of JKS as he tries to whir into action, going for that clutch. 15 seconds up against the odds here and up against the Komm, drop, du musst droppen. Die wissen jetzt, wo du bist. Okay, erste geholt. No time for this. Ja. Go down to the boost as he tries to plant. Rain secures it. Okay, folks, we've been here before. This is dominant from FaZe again, right? We're talking about the 2 halves to both of these maps. Stimmt, letzte Runde war das ja auch so. Wir stehen jetzt 7-0 oder was? Auf der letzten Map standen die auch 7-0 Führung und haben dann noch verloren. Dann haben die noch verloren. War es auch eine klasse CT-Map. Inferno ist eine sehr klasse CT-Map, wenn man gut spielt. The chips are down again, and we're going to see the second timeout come through as the frustrations on the faces are evident. Ja, ein paar Runden müssen die schon holen, ja, so ist es jetzt nicht. Likely here to find themselves up to the half win already. 8 not a certainty, but a likelihood. As G2 need to pull out a bit of a pocket strat here, and just for Hooksy's own sake, if he can get himself into a kill, der hat aber eine schnelle Brille. Was eine schnelle Brille? Not at night. But inside. Yeah. Style point. Almost just as stylish. All right, well, here's this partial investment. Not a lot of util, so a pocket strat not likely as a staunch position from Twist. More than happy again just to jostle. There's a bit of a historical heads up for you. G2 defeated FaZe 16-13, but G2 won 12 out of 14 T rounds. All right, now, they don't have a single T round. It's like lessons were learned, and what, Rain, that is ballsy. That is very ballsy. Confidence rewarded. Dann fängt nochmal morgen an. Scheiße, ich hab das jetzt schon geschlossen. Der Spraydown mit der AUG. Mit der AUG. Mit der AUG. A map which is G2's best, not looking comfortable at all. Suffered their first loss in the last 3 months to Heroic just a couple of days ago, and now maybe another at the hands of FaZe. Boom. Everything just looking clinical here. Players know that they've had to come in today sharp as attack. And the G2 attack. Hooksy hat immer noch keinen Kill, der Arme. Nach 8 Runden immer noch kein Kill. That's pretty good. Was zum Teufel? Wow. Wow. LOL! Und jetzt der nächste?
who's been doing so much for fame. Oh, platziert. Ah, schade. Yeah, JKS can't die here. He might have to run up mid or challenge this. Yep. Oh, another deagle kill. They just keep coming. Yeah, he's not going to get any loss Die bonus. One-Taps, Bro, die One-Taps. Pum, pum, pum. AK gesaved, sehr gut. That's actually hugely important for the next buy round at G2. If he didn't die, didn't get any loss bonus, the fact that he gets that AK is huge. He can buy U2, there's enough cash, and he already had head armor. So JKS is quite fortunate there. Good shots from Hunter here. We'll Boom. again in the replay. Second is an absolute stunner. Huh? Der war gar nicht drauf. Der war ja wirklich gar nicht drauf. Der war nicht drauf. Checke einfach nichts. So müssen sich Frauen fühlen. Ich kann dir... Hast du noch nie Counter-Strike gezockt? Noch nie Call of Duty suchen und zerstören? Das ist so wie suchen und zerstören, Bro. Die Terroristen, gelb, müssen auf A oder B kommen. Ist auf der Karte markiert hier. B oder A. Müssen dann dort die Bombe platzieren. Die haben 2 Minuten Zeit, dorthin zu kommen, die Bombe zu platzieren. Wenn die Bombe platziert ist, dauert das, glaube ich, 45 Sekunden. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 45 Sekunden. Bis die Bombe explodiert. In dieser Zeit, wo die Bombe platziert ist, müssen die Terroristen dann halt versuchen, die Bombe zu beschützen. Ja. Oder natürlich, wenn alle vom Gegnerteam tot sind, dann ist die Runde natürlich auch gewonnen. Und die Blauen, also die Polizei oder die FBI, müssen halt diese 2 Minuten überleben, ohne dass die Bombe platziert wurde, oder halt alle Terroristen umbringen. Dann gibt es halt verschiedene Waffen. Die AWP, das Teil hier, die AWP, die haben jetzt keine AWP, die hier, die ist halt so gut wie immer One-Shot. Die AK, die ist One-Shot, wenn du auf den Head klickst. Die Deagle ist auch One-Shot, wenn du auf den Head drückst. Ja. Dann gibt es halt verschiedene Spots. Das ist der Spawn, also das ist der Anfang von den Terroristen. Das ist der Anfang von der Polizei. Das ist natürlich klar, dass die Polizei erstmal auf den Spot drauf kann als die Terroristen. Da ist ja klar, weil die muss es ja beschützen. Das hier ist die Banane. Das nennt man so, weil das halt so krumm ist wie eine Banane. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das wäre geil gewesen. Das wäre geil gewesen. Aber wir sind natürlich für G2. Wir sind gerade für die Terroristen. 4K. 4K. Er hatte davor 0 Kills, er macht 4K direkt. Clean. Clean. Achso, ein K ist halt, ich weiß nicht, wieso man 1000 sagt, aber 1K ist halt, wenn du eine Person killst, 2K 2 Personen, 3K 3, 4K 4, 5K oder halt Ace ist halt, wenn du halt alle aus dem Gegnerteam umbringst. Ich weiß nicht, wieso man K dazu sagt. Ach, so Kills. 4 Kills, Bro. Ich denke immer an 1000, ja. Bro. Seit 2015 zocke ich das Game und ich denke mir mal, wieso sagen die mal 4K, 4K, 4K. Ich denke mal so, okay, was für 4000, was für 4000. Und jetzt überlege ich so, wieso nennen die das K? Nee, K für Kill. Seit 2015 zocke ich das Game und ich dachte immer, das steht für 1000. Ich dachte immer, das stand für 1000. Ey, danke. Ja, selber was dazu gelernt. He's being dealt a dud hand more often than not. Still a chance to turn their hopes and fates around here as they heavy Banana for the aggression. Nades, mollies, everything in the kitchen sink. JKS is here at Banana. They definitely want this space. And look at the pace. He's feeling him. He's feeling himself. This time though, a much more ja, frag's uns, wenn du irgendwas nicht verstehst, sag Bescheid. Ich bin zwar nicht der beste CS-Spieler, aber ich habe schon meine 1000 Stunden am Start. Und sogar bestimmt noch mehr auf zweite Accounts, auf Smurf-Accounts und so. Stimmt, habe ich sogar noch ein bisschen mehr Stunden. Und ich habe viel geguckt. CSS habe ich auch ein bisschen gezockt. So um die 100 Stunden. Also der Vorgänger von Counter-Strike Go. Habe ich auch ein bisschen gezockt. Oha. Unless Nico with his 20 HP can manufacture some brilliance, Twist doesn't think so, and Carrigan getting a firm knuckle from Robban after that one. Yeah, the coach loved that one.
Again, like I think he must have thrown that own little one-way, scuttled that onto the side, found that cheeky kill. They were under so much pressure. Also es war ein krasser Teil, aber ich finde halt, wenn das halt immer so eine Round ist, wenn das eine Team kurz vorm Gewinnen ist oder so und dann eine krasser Move passiert, dann ist krass. Zum Beispiel, der hat ihn einfach durch die Smoke geholt. Bruder, ich habe da gar nichts gesehen. Hat der da irgendwie einen Schatten gesehen oder so? Ich habe da nichts gesehen. Der hat einfach random durch die Smoke geschossen und Lucky den umgebracht. Und die pushen jetzt die Mitte durch. Oh mein Gott! Das war ein sehr aggressiver Kill und der gönnt ihn jetzt auch. 1-10. Not to be, not with rain in the server, 11 on the CT side now. What a haul. Yeah, uncomfortable for G2 is an understatement. At no point are they being allowed to set up and play their game. They're not getting the space they want, they're not getting any room whatsoever, and when they do, they walk into the setups. Remember that Apps play, 2 players walking into Rops and Brokey, bang, dead. And the only round they have Das war sehr, sehr gutes Play. The players of G2, the individuals. Ja, Erleuchtung doch. 4K Resolution. Hast du auch wieder XD gemacht? XD. Jedes Mal. Ich habe das auch gar nicht gecheckt mit diesen XDs. Bis Diano geschrieben hat, bei jedem Clip von dir ist immer dieses XD dran. Trying to recover the half as best he can. Rotation on its way. And Brokey, immediate onto Hunter. Trying to push the limits in the apartments. The commitment's coming towards the B side though, and it might change now. Oh, it doesn't need to, and everyone hits their shots. That's a bit more like it right there. You saw some pep in the step that Nico opened. It was nice. I can't say he's had too many of those throughout this map. So finally getting a bit of. Was mich halt auch oft hier abfuckt, guck mal, es sterben dort Leute. Okay. Nee, er dachte, er ist nicht da bestimmt. Er dachte nicht, dass er da ist. Das Ding, er wusste nicht, dass er da ist. Er wusste nicht, dass er da ist. Er wollte hingehen und dann halt den Spawn klären. Er wusste nicht, dass er da ist. Klar, mein Markenzeichen, ja. Finding some extra util. You can see how sketched out he is about this situation. Well, I think his process was, well, if he wants the orb, Oh, it got knocked off, it got knocked off. Oh, er wollte die AWP wiederholen. Oh, that is a tragedy. Oh, Rob's mouse wheeled there. Yeah, he mouse wheeled as well. I wonder where all these jewels came from. Look at the, so I think by Brokey getting chased down by Monacy in this way, I think he was team flash perhaps, that's how he ended up there. I see Nico get a flash assist. Lucky him. Yeah. I think Brokey felt like there was a whole squad coming behind him. All right, well, recovery. The best thing that G2 can hope for right now. Still 4 rounds Let's go, G2. Aber habe ich doch gesagt, wobei ist ja immer noch, die sind immer noch auf der ersten Hälfte, das ist die letzte Runde von der ersten Hälfte. Nach 15 Runden wird immer die Seiten, also werden immer die Seiten gewechselt. Das heißt, wenn du die ersten 15 Runden Terrorist bist, bist du die nächsten 15 Runden dann Counter-Terrorist. Wenn es natürlich so weit kommt, ne, aber so ist das theoretisch. Und wer halt als erste 16 Runden gewonnen hat, der hat halt die Map gewonnen. Oder halt das Game. Je nachdem, wie man es halt nennt. Boom. Stark contrast from the resilience displayed by G2's first map. This has gone by so quick, it feels like. And I don't see any hope. Nico tries his luck on the boost, but Rain ready gets away. Das ist gar nicht Nikos Map. Aber gar nicht. Was, wenn beide 15 gewinnen, dann gibt's Overtime. Danach werden 3 Runden als T gespielt und 3 Runden, also dann musst du halt als erstes 19 Runden bekommen, also ne, von 15 dann auf 19 hoch. Wenn es dann wie 18-18 steht, ist eine weitere Overtime wieder mit 3 Runden auf der, 3 Runden auf der. Wenn es dann wenn es dann 21-21 steht, wieder Overtime und wieder Overtime und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. So lange, bis halt jemand gewinnt. Halt 4 Runden. Das ist halt immer 3 Runden auf der einen Seite und eine Runde auf der anderen theoretisch, ne? So kann man sich das denken. Du musst immer eine Runde auf der anderen Seite noch dazu gewinnen, wenn du alle bei dir gewinnen würdest. So ein technisches
Tischtennis. Ich check, genauso wie bei Tischtennis. Ja, aber also einmal Overtime ist eigentlich schon, also es kann ab und zu passieren. Zweimal Overtime ist auch realistisch. Dreimal ist schon extrem selten. Und ich glaube, viermal Overtime, ich weiß nicht, wo das war. Viermal Overtime oder fünfmal. Ich glaube, viermal war einmal. Ein einziges Mal, aber fünfmal Overtime ist, glaube ich, noch nie passiert. Also das habe ich noch nirgendwo gesehen. Fünfmal Overtime. Viermal, ich glaube, viermal habe ich auch noch nie gesehen. Viermal Overtime. Nach dreimal wurde das meistens schon entschieden. Also 3 Overtimes. Ein- und zweimal kann passieren, aber 3 ist schon selten und über 3-mal habe ich eigentlich noch nie gesehen. Bestimmt ist das mal passiert, aber das habe ich nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es mal, also das war mal bei so einem Faceit-Match, also das ist halt, es gibt halt bei Counter-Strike im Spiel halt Server, aber die sind halt nur 64 Tick. Und deswegen gibt es halt separate Internetseiten, wo du halt spielst. Und Faceit ist halt eine Seite, wo du halt spielen kannst. Auf besseren Servern, die sind halt auf 128 Tick, also die doppelte Tickrate. Und ich weiß, die maximale Overtime war, glaube ich, 12 Mal Overtime. Das heißt, ein komplettes Game theoretisch nochmal zocken auf den. 12 Mal Overtime war das, glaube ich. Oder? Gucken wir mal. Oder war das 8 Mal? 12 oder 8? CSGO Maximum Overtime Tracked. Longest Overtime, longest. So, what's the longest CSGO match ever? 126 Runden. Und das ist dann 46, 42 ausgegangen. Ah, hier können wir es sehen. Traded GG. Das sind, glaube ich, auch Pro-Matches. Das sind extra Pro-Matches, ne? Pro-Matches. 2020, 72 Runden. 79 Runden, 88 Runden. Heftig, ne? Und normales Game geht halt 30 Runden. 30 Runden geht normales. Das heißt, hier haben die 58 Runden Overtime gehabt. 5, 8 durch 6. Hoppala. Durch 6. Das sind dann ja 9 Overtimes waren das. 10. Overtime wäre dann angebrochen. Also 9 Mal haben die Overtime gemacht. Okay, dann war das 8 damals. Das ist schon heftig, ne? 8 Overtimes, also 9 Overtimes, schon krass. 2015 war das. 2016 hier, also das ist extrem selten, dass sowas passiert hier. 15, 18, 21, 21, 24, 24 und höher als das ist schon selten, dass es geht. Schon extrem selten. So. Ah, scheiße. Wir gucken uns noch die Runde an. Die Pistol Round. Vielleicht ist auch gleich Pause. Wenn FaceClan jetzt 3 Runden gewinnt, ist vielleicht Pause für die entscheidende Map. Gucken wir mal. Pistol Round ist immer 50-50. Egal wie ausgeglichen die Map ist immer 50-50 eigentlich. Weil da kannst du halt immer random Headshot reinbekommen. Mit Glück oder Pech, je nachdem. Und ja, deswegen. Maneuver on the docket here. We'll see with a smoke over towards Pit and a Kit. They're running into the Lions' den. And Rops, first one in and got nothing to report. That's the sudden snap. Shut the trap. Works to perfection. Boah. Clean until okay. Die haben es jetzt geholt. Easy. Sogar.
thought it'd be the fire starter, that 4K round he had with the Tech-9 into the all pickup on the A side. But it felt like an all for naught. His team still didn't get behind him in that first half after that round, but he needs to call for them now. His team needs to turn up in this second half. This is where the individuals are going to do their better work, right? This is where the multi-kills, like we saw in Ancient, need to start coming back into play. FaZe haven't had enough just yet. No plant, but still the force buy. Tech-9's armor, a couple of digs for good measure. Very light on the util department here. If there's anyone with that dream of a comeback, G2 Kann needs to passieren. handle this well. It's Hooksy again, giving him hell. And he might go wide. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr krasse City-Map. Sind wir, falls du auch da bist, es gibt halt hier... Oh mein Gott! Okay. Heftig. Es gibt halt also Maps, ne? Das ist halt so wie bei Mario Kart, wie halt auch mit den Strecken. Es gibt halt verschiedene Maps. Und jede Map ist halt immer unterschiedlich. Die meisten Maps sind halt mehr City-sided, also für die Polizisten mehr ausgerichtet, aber es gibt natürlich auch Maps, wo man halt als Terrorist halt es leichter hat. Man kann ja nicht sagen, dass die meisten Maps City-sided sind, bei Pro-Matches vor allem. Bei Pro-Matches sind die meisten City-sided. Weil die wissen halt, wie man stehen muss und so. Ja, deswegen, die sind halt mehr City-side gebaut. Kann ich gleich nochmal zeigen. Deswegen war das so einseitig. Naja, das war schon sehr, sehr krass einseitig. Normalerweise, wenn die Maps City-sided sind, holen die auf der Terroristenseite trotzdem noch so 4, 5, 6 Runden. Aber das ist wirklich schon einer der Maps, die ist wirklich sehr, sehr City-sided, also für die Polizisten sehr, sehr krass. Ja, guck mal, ich kann das gleich auf der Karte zeigen. Guck mal auf der Karte hier, guck dir das mal an. Wenn du die Banane hochrennst und hier rauskommst, du musst halt hier raus. Dann guckst du hier raus. Hier rechts kann einer im Gang stehen, hier oben kann jemand stehen, hier versteckt kann einer stehen, hier oben kann jemand stehen. Das sind 4 Spots, wo jemand stehen kann und du bist halt alleine, ne? Von 4 Positionen können Leute auf dich gucken. Das ist halt schon mal scheiße. Hier durch die Mitte. Wenn du in die Mitte durchgehen willst, musst du auch durchgehen und links und rechts können Leute stehen. Rechts sogar oben, weil hier gibt es auch ein kleines Dach oben. Das heißt, unten oben drei Sachen, wo jemand theoretisch stehen könnte. Dann gibt es hier ein Haus, Apartments, wo die sind. Dann gibt es hier halt einen kleinen Balkon, wo du halt rausgehen kannst, aber durch den Balkon, da musst du erstmal rüberspringen. Das heißt, das dauert extremst lange, bis du draußen bist. Wenn du im Balkon bist, hast du hier dann ist hier was richtig Fettes. Da kann jemand drauf gucken. Von kurz kann theoretisch auch jemand drauf gucken. Dann gibt es hier einen Pit, wo jemand versteckt drauf gucken kann. Und hier, dann gibt es nochmal das. Das sind sogar 5 Spots, wo jemand drauf gucken kann. Weißt du? Deswegen, das ist eine sehr, sehr City-sided Map. Weil jeden Weg, den du halt gehen kannst, da gibt es halt immer richtig viele Winkel. Normalerweise sind das 2, 3 Winkel. Aber hier gibt es ja einen Spot, da sind 4 Winkel, 5 Winkel. Checkst du? Deswegen. Du weißt halt nie, wo die stehen, ne? Jede Runde, man steht halt nicht jede Runde mal auf dem gleichen Spot. Deswegen. Ist doch unfair so. Naja, es gibt ja halt extra deswegen Smokes, also ne, Rauchgranaten oder halt Molotov-Cocktails, damit du die halt rauslocken kannst. Und die Profis wissen halt, wie die was wohin schmeißen. Aber auch ne, das kannst du halt alles beibringen. Und so holst du die halt aus diesen Spots raus. Das heißt, wenn du halt hier gehst, smokest hier rüber, dann ist das hier abgesmoked. Dann hast du aus diesen 4 Spots nur noch 3. Dann smokest du das weg, dann hast du aus diesen 4 nur noch 2, theoretisch. Aber da kann man sich nochmal halt irgendwie boosten, ne? Verstehst du? Mit Rauchgranaten kannst du es halt dann so machen. Kannst du halt die Spots, wo du halt stehen, verkleinern. Weil durch Smokes kannst du halt nicht herkommen, außer du cheatest halt. Aber hier cheatet natürlich hoffentlich keiner. Es gab Profis, die sehr erfolgreich waren und gecheatet haben. Das hat man eine lange Zeit nicht gecheckt und das war natürlich ein großer Skandal, aber ich glaube, hier cheatet keiner. Ich würde sagen zu 100%, ich gehe aus von zu 100%, bei dem hier cheatet keiner. Nico sticking around, he's playing a dangerous game and down. Puts one into Twist's face. Operating at
Less of a disadvantage now for this final flourish. The stack is here. They're in the right place. There's no denying that. This is so noisy. Stampeding. Guck, jetzt sind da 3 Leute. Guck. Boom. Und hier war das wieder so, die sind von einer Richtung gekommen und 3 Leute haben da auf die geguckt. Die wissen erstmal nicht, wo stehen die Leute und das hätten sogar noch mehr kommen. Guck mal hier, die sind jetzt, Karts wieder weg. And a 4-0 start certainly continue as they mean to go on. What were we talking? 9-0 for FaZe out the gates until that Hooksy round happens. So this is the thing, G2, you're going to have to do the same, if not better. Siehst du jetzt hier halt genau, guck. Der steht halt in der fetten Box. There was plenty of headway on the fact it was coming as they were trundling noisily up that short side and they just get mowed on down. Now to be another FaZe partial buy here. Hier gibt es halt wieder, ne? Die sind jetzt hier durch kurz gekommen. Oh mein Gott, das war krass. Durch kurz gekommen. Und hier könnte theoretisch einer hier drin stehen. 1. Hier unten könnte einer stehen. 2. Dann hier bei der Box 3. Unter der Box 4. An der Box 5 Spots. Hinten 6 Spots. 6 Spots, wo Leute stehen können. Weiß halt nie, wo halt wer steht. Dann vielleicht theoretisch nochmal 7 auf dem Balkon, aber da stehen sehr selten Leute. Und guck, die machen jetzt Comeback. Die haben jetzt 5 Runden gewonnen hintereinander. Oder wie viele Runden haben die jetzt nacheinander gewonnen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube 5 Runden haben die jetzt hintereinander gewonnen. Oder 4, ich weiß nicht. He's got a good idea as well as to where one of them comes from. The second shot. Whoa, quick! Around the corner, looking for trouble. And he knows where Nico threw that from. But not expecting Hooksy to go so aggressive. And he loses his head. As we prepare to lose our minds. 1v1. Ich mach mich mal aus. A battle of wits between these two masters of Counter-Strike. Clearing procedurally. Oh, Mann. Schade. Was ein Klatsch. 1 gegen 3 hat's noch gemacht. 1 gegen 3. 4, glaube ich. 1 gegen 3 Klatsch. Boah. Also Klatsch nennt man das, wenn jemand halt alleine ist oder zu zweit. Also halt eigentlich alleine, wenn jemand alleine ist gegen mehrere Personen. Also 1 gegen 2, 1 gegen 3, 1 gegen 4, 1 gegen 5. Das ist dann halt ein bisschen Klatsch. Klutsch wird das geschrieben. Klutsch, ein Klutsch. Also wenn er Unterzahl ist und das dann holt. Das war heftig. Das war sehr, sehr gut gespielt. Kennt ihr von ja, siehst du? Klatsch Bucket. Well, yeah, you can see the remnants of what remains from G2 after Robs has had his way with them. A FAMAS at the high end. You know how we feel about that. Just has to be the gamble and hope that Carrigan calls them into a stack. That's it. I'm not sure. Simi, hast du eigentlich oder guckst du Finals zur Zeit? Oder hast du ein bisschen Playoffs geguckt? Waren ein paar krasse Spiele auf jeden Fall am Start. Vor allem von Miami. Ne? Manche Games waren das so heftig. Der Miami Run ist so krass. On the gas and do not let up, and that's exactly what's happened here on Inferno. There's been no fire starter of a round, or at least that Hooksy play was not enough to wake up the members of G2. Und auch die Lakers gegen Golden State Serie war gut. Und die Suns gegen Denver Serie war auch sehr, sehr gut. Everyone likes Mirage, right? I'm pretty sure. Nee, gar nicht. Bro, dieses Jahr sind auf jeden Fall sehr spannend. Dieses Jahr sehr, sehr spannend. Nur das letzte Game. Jetzt sind ja schon Finals. Erstes Game lief jetzt am 1. Also, ja. Und heute Abend, also jetzt Samstag auf Sonntag, kommt das nächste Spiel. Aber Finale sieht unerwartet aus.
Ja, ich bin gespannt. Also ich denke, Denver wird gewinnen, knapp, in 6 oder 7 Spielen erst. Aber Miami kann es auch auf jeden Fall holen. Die sind immer sehr, sehr hoher. Punkt. Okay, er holt es, glaube ich, nicht. Come on, Clutch, Bro. Nee. And it seems like a certainty now that we will go the distance. Mirage for our third map. And this has just been a dominant show, and the conversation was G2 just chasing that lead that muss ich schon mal sagen, ja, das erste Game war richtig scheiße. Also es ging. Miami hat gar nichts getroffen. Max Juice, oder wer das nochmal war, einer von denen hat einfach irgendwie 0 von 15 gemacht, 0 von 15, der hat keinen einzigen Wurf getroffen, der hatte 0 Punkte. Nee, sorry, 0 von 11, Entschuldigung, 0 von 11. Und der eine hat irgendwie 4 von 15 gemacht. Das ist so scheiße, der hat 9 Dreier verschossen. Wirklich. Respektlos. Was soll man sagen? Und im vierten Viertel ist Miami wieder gekommen. Also die ersten 3 Viertel hat Miami so scheiße gespielt. Im dritten Viertel haben die dann aber nochmal abgesteppt und haben extrem gute Defense gespielt. Aber, Digga, Jokic hat die dann einfach so behandelt wie kleine Kinder. So heftig. Die hatten alle unter Kontrolle, außer Jokic. Der ist dann im letzten Viertel so abgegangen, wirklich. Der hat, glaube ich, im letzten Viertel alleine, der hat irgendwie 26, 27 Punkte gemacht. Allein im vierten Viertel hat er dann irgendwie seine 13 Punkte gemacht. Die Hälfte seiner Punkte hat er nur im vierten Viertel gemacht. Das war richtig respektlos. Das war heftig. Jokic soll geistkrank sein. Habe ich gehört, Bro, der hat bis jetzt, glaube ich, jedes Spiel ein Triple-Double hingelegt. Immer irgendwie so 10 bis 12 Rebounds, 14, 15 Assists und dann halt immer so um die 25 bis 30 Punkte. Der ist auf jeden Fall krass, wirklich. Das ist wirklich heftig. Also der Typ hat schon eine Hall of Fame Karriere, wirklich. Der ist schon Hall of Famer. So, jetzt gönnen wir uns das Video. Habe ich doch gesagt, wahrscheinlich gewinnen die schnell. Jetzt gönnen wir uns das. Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit, ich höre ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack. Sir! Luft im Sack. Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe. Seid ihr Priester des Todes und betet am Krieg. Priester des Todes. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck. Seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden. Seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen. Seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger, Jeden, Spaghettis, Latinos. Was ein Hurensohn. Gleichwertlos. Und meine Order lautet, alle Schlappschwänze auszusondern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Korps. Habt ihr Maden das verstanden? Sir, jawohl, Sir! Bullshit, ich kann nichts hören. Sir! Hä, loopt sich das? Nee. Ist Ihr Name, Saftsack? Sir, Private Brown, Sir! Bullshit, von jetzt an sind Sie Private Schneewittchen. Gefällt Ihnen der Name? Sir, jawohl, Sir! Aber es gibt was, das wird Ihnen nicht gefallen, Private Schneewittchen. Es gibt nicht Brathähnchen und Wassermelonen jeden Tag als Hauptmahlzeit in meiner Kantine. Sir, jawohl, Sir! Sind Sie vielleicht John Wayne? Oder bin ich das? Wer hat das gesagt? Wer Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen. Ist ja wunderbar. Ich werde euch schinken, bis ihr am Verrecken seid. Ich schink euch, bis euch Buttermilch aus dem Arschloch läuft. Machen Sie das, ihr räudiger kleiner Ficker, hä? Sir, nein, Sie Sir! kleiner Haufen Scheiße. Sie sehen aus wie ein Wurm. Ich werd Sie was. Sir, nein, Sir! Sir, ich war das, Sir! Na, das ist ja toll. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker, Private Joker.
Ich bewundere Sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause und ficken Sie meine Schwester. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich... Was ein Nuttensohn, Bruder. Wenn er mich schlagen würde, ich würde ihm so die Fresse zertreten. Was ein Hurensohn. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. Sir, jawohl, Sir! Private Joker, warum wollten Sie zu meinem geliebten Chor? Sir, um zu töten, Sir! Sie sind also ein Killer? Sir, jawohl, Was zum Sir. Teufel. Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht. Sir! Wie sehen Sie im Kampf aus? Ah! Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen! Das lässt mich völlig kalt! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht! Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie! Sir, jawohl, Sir! Digga, er sieht halt aus wie so ein Downy. Wirklich. Damn. Boah, das war auch heftig. The Brutal Legacy of Esports Most Disrespectful Beatdown. 13-0. Gönnen wir uns das nochmal ganz kurz. Das war heftig. Das ist der Typ, vor 2 Jahren, das ist der Typ, der irgendwie Tekken nur mit Panda gewonnen hat. Das ist heftig gewesen. In fighting games, legacy Das ist heftig means gewesen. a lot. It's something that can be defined by an incredible play. Oh, hier check ich zum Beispiel gar nichts, Simi, falls du noch da bist. Hier check ich gar nichts. Außer der macht jetzt Even Comeback. through a rivalry that takes on a life of its own. I'm not even gonna. Oh my God! He's just down there! It Ja, can be Mann. cemented by a famous victory. He's done it! Galileo's done it! From the impossible consequences of being in a loser's bracket! Or it can be immortalized by an infamous defeat. Oh, das ist Guilty Gear. Das Guilty Gear Stripe, das was wir gezockt haben. Guilty Gear war das. But no matter the game, leaving your mark on its competitive history is something every player dreams of. It's a surefire way to gain recognition and respect from both opponents and fans alike. Mein Cousin kann mit Mokujin immer perfekt zocken. Okay, heftig. So great. Das ist heftig. However, for a 3-time Evo Ey, ich freue mich schon so sehr, wenn Tekken 8 rauskommt. Also nächstes Jahr werde ich mir, denke ich mal, auf jeden Fall eine PS5 holen. Weil, guck mal, welche Games kommen nächstes Jahr raus? PS5 Games 2024. Annehmen. Multiversus kommt da raus? Hä? Sorry, bitte? Naja, auf jeden Fall. Es wird nächstes Jahr, komm, machen wir einfach Game Releases 2024. Game Releases 2024. Ach, Bruder, wieso kommt jetzt das hier? Das erwarten wir doch. Bla 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 bla. Aber nur Schmutz. Nur Schmutz. Wo ist hier Dragon Ball? Nächstes Jahr soll auf jeden Fall Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Okay, gucken wir mal. Okay, nächste Map in 11 Minuten. Perfekt. Ablehnen. So. Geht ja. Es kommt nicht. Ach, das. Wie mich sowas abfuckt. Wirklich, ich bekomme Migräne, wenn ich sowas sehe. Ich will nur wissen, welche Spiele kommen nächstes Jahr raus. Und dann kommen irgendwelche Hurenkinder, die denken so, ja, ich mache hier bliblablub, bliblablub, bla bla bla. Mache ich hier einfach Prediction. Kommt das raus? Ich weiß es nicht. So. Justice Squad. Keine Ahnung. Unreleased. So, es kommt. Auf jeden Fall Dragon Ball raus. Blue Protocol werde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber das werde ich auf PC zocken. Kommt auch auf PS5, aber das werde ich auf PC zocken. Brauche ich auch einen neuen PC. Inshallah. Bitte, bitte. Hoffentlich gönnt Vaterstadt BAföG. Hoffentlich gönnen die BAföG. Das wäre so nice. So, was wird rauskommen? Multiversus.
Hä? Entschuldigung, bitte? Aber wurde nicht angekündigt, dass Budokai Tenkaichi 4 24 rauskommt? Budokai Tenkaichi 4 Release? Ach, sogar dieses Jahr? Nö, das kann nicht sein. Dieses Jahr? September? September dieses Jahr? Ich dachte, es 24. Hä? Bitte? Hm? Ich dachte 24. Noch dieses Jahr. Noch dieses Jahr. Ich dachte 24. Das brauche ich ja schon dieses Jahr eine PS4. PS5. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt das raus. Dann Tekken 8. Das wird aber verschoben auf nächstes Jahr, oder? Ich verstehe das alles gar nicht. Was ist hier gerade los? Wollen die mich verarschen? Es wurde doch auf nächstes Jahr. Hä? War angekündigt. Ach so. Red Bull, ihr Schwanzlutscher. Ja, nächstes Jahr sollte das auf jeden Fall rauskommen. Tekken 8. Nächstes Jahr. Müsste eigentlich mal, ja. Es kommt ja Ende des Monats Street Fighter 6 raus, aber ich war nie so ein Street Fighter Fan. Auch wenn das geil aussieht, Street Fighter 6, ich war nie so ein Street Fighter Typ. Immer habe ich Tekken mehr gemocht oder Mortal Kombat. Werde halt nur deswegen eine PS5 kaufen, wegen Dragon Ball, ne? Ja, bei mir wird's auch, wobei es gibt natürlich noch andere Games. Das Ratchet und Clank, Rift Apart. Ich gucke einfach mal, welche Spiele gibt es für PS5 schon? PS5 Games List. Gucken wir einfach mal. Wahrscheinlich Weihnachtsgeschäft gucken wir. Ja, könnte gut sein. So, List of PS5 Games. So. Alan Wake 2. Obwohl ich den ersten Teil noch nicht gezockt habe. Also, naja, exakt nicht Alan Wake. Hä, Among Us? Leute, okay. Assassin's Creed Mirage sah interessant aus, das soll ja noch jetzt rauskommen. Astros Playroom, das sieht sehr geil aus, das ist ein Jump'n'Run-Game. Warte mal. Ich glaube, weil Nick sich ja immer abfuckt, zwinge ich hier dunkle Seite. Guck, damit du dich nicht abfuckst, weil das hier im Light Mode ist. Für dich, extra für dich. Astros Playroom, das habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, das soll sehr, sehr geil sein. Dann Atomic Heart. Ich glaube, das war nicht so geil, oder? Atomic Heart. Das wurde auf jeden Fall auf dem PC sehr gehatet. Atomic Heart. Avatar Frontiers. Ach, stimmt. Das Avatar-Game, das soll ja dieses Jahr rauskommen. Ich dachte, das wird verschoben, ne? Das Avatar-Game. Aha. Okay, es wird verschoben, denke ich mal. 23, 24. Announce a release. Okay, the game. Okay. Die haben das verschoben. Könnte auch interessant sein. Muss man gucken, wie das ist. Könnte sehr gut sein, könnte sehr scheiße sein. Okay. Dann. Das gibt's ja eh nicht mehr. Babylon's Fall, das wird ja eingestellt. Balan, ne, das ist mies Trash. Biomount, ich glaube, das wird auch schon eingestellt, Biomount. Borderlands 3 kann ich auch irgendwo anders zocken, aber ich war auch nie so ein Borderlands-Fan. COD mochte ich auch nie. Callisto Protocol, ja, das war das war so ein Roguelike-Game, glaube ich. Callisto Protocol. Oder? Gucken wir mal ganz kurz. Dead Space. Callisto Protocol könnte vielleicht ganz geil sein. Dann Crash Bandicoot auf jeden Fall. Crash 4. Guck ich mal. Habt ihr irgendwelche geilen Games? Wahrscheinlich Weihnachtsgeschäft A angenehm. Death Stranding. Ja gut, das habe ich auch auf dem PC. Könnte man auch so zocken. Dann spielt eigentlich irgendjemand noch das Demon Slayer Game? Das war schon
tot, als es released wurde, oder nicht? Das Demon Slayer Game war tot, seitdem es rausgekommen ist, oder nicht? Also als ich mir das reingezogen habe, das war schon so trash und keiner hat das, glaube ich, gefühlt gezockt. Vielleicht ein Monat war das und danach war das schon tot. Ich glaube, so war das, ein Monat, dann war es tot. Bilal hat das, glaube ich, ab und zu gezockt, ein bisschen. Aber ich glaube, das war schon nach einem Monat war das tot. Nach 2, spätestens nach 2. Ja. Tranquil, ja gut. So RPGs. Elden Ring, vielleicht, boah, ich mal. Vielleicht Elden Ring, ja, vielleicht. Ganzen Formel 1, FIFA. Final Fantasy 16 natürlich, ne? Wenn Final Fantasy 16 rauskommt, wäre das auch ganz geil, weil das soll wahrscheinlich erst für die ersten 2 Jahre nur auf PS5 laufen. Lebensjahr wurde gepumpt, des Todes, Leute waren süchtig danach. Echt? Bro, ich kenne wirklich, außer Bilal kannte ich keinen, der das hatte. Von allen meinen Freunden, Dario hat sich das nicht gekauft, Emanuel hat sich das nicht gekauft, Milko auch nicht. Von meinen Real-Life-Freunden, die eine PS5 haben, das sind 2, hat sich das auch keiner geholt. Keine Ahnung, Bre. Ghost of Tsushima vielleicht. Ich habe ja keine PS4 gehabt. Ich habe ja, na, also PS4-Games würde ich dann dort auch drauf zocken, wahrscheinlich. Dieses Gotham Knights war, glaube ich, mies Trash. Gotham Knights war, glaube ich, ultra Trash. Ja, es gibt bestimmt noch viele Sachen, ne? Hogwarts Legacy, auch wenn ich Harry Potter gar nicht mag, aber das Spiel soll extremst gut sein. Dann Jojo Game, okay. Ah, das ist auch ein PS3-Game gewesen, ja gut. Wenn das ein PS3-Game war, was jetzt geportet wurde, dann ja nicht. Dann kann ich es auch auf der PS3 zocken, das Jojo Game. Kena, das war ein richtig geiles Game, Kena. Also was ich gesehen habe, war richtig nice. Das sah richtig geil aus. Ja, also es gibt dann schon ein paar Games, die ich dort drauf zocken würde, mäßig. Aber halt vor allem Ratchet und Clank. Und halt, ne, wegen Budokai Tenkaichi und Tekken dann wahrscheinlich. Also PS5, ich bin ehrlich, PS5 hat schon ein paar gute Spiele, ne? Hat schon ein paar gute Spiele. Auch wenn ich das jetzt nicht so zugeben möchte oder so, ich das nicht wahrhaben will, die hatten schon geile, also hat schon gute Spiele am Start, ne? Sogar Haufen Weiber haben das gestreamt und gezockt. Meinst du dieses Kena Spirits oder was? Kena Spirits? Detroit Become Human könnt ihr ja noch auch drauf zocken, obwohl es PS4-Game ist. Kena meinst du bestimmt, ne? Demon Slayer, ach so. Bro. Also an mir ist das dann auf jeden Fall vorbeigegangen, des Todes. An mir ist es sehr, sehr vorbeigegangen. Aber richtig vorbeigegangen. Guck mal, Twitch zockt, gerade Street Fighter 6 und 1100 Leute am zugucken. CSGO, bang, CSGO, Nummer 1. Nummer 1. Aber ich denke, Street Fighter 6 könnte auch gut sein. Will ich jetzt nicht voreingenommen oder so wirken. Bro, what are you doing? We got dominated and we're out of the tournament. Playing in the show match. Woo! Aber ey, habe ich nicht gesagt? 3 Uhr, jetzt fängt erst die dritte Map an. Jetzt fängt erst die letzte Map an. Bis 4 sind wir hier auf jeden Fall am Start. Moin, er gesagt Abend, was geht ab? Alles fit bei dir, Gianluca? Mach ich mal jetzt auch ganz entspannt Beine hoch und lehne mich nach hinten. So, schön auf dem Sessel abzicken. Beste Leben. So.
So. Hoffentlich hört ihr mich immer noch ganz gut. Jo, mir geht's auch best. Also, ja, es geht mir okay. Ich bin halt jetzt ein bisschen krank. Schnupfen, aber sonst alles bestens. Danke, Pre. Ey, Gianluca. Hast du jetzt eigentlich schon eine PS5 oder immer noch eine PS4? Anscheinend soll Budokai Tenkaichi 4 schon diesen Sommer rauskommen. Oder eher gesagt diesen Herbst, ungefähr im September. Heftig, ne? Nee, PS4, okay. Was? Anscheinend schon. Ich dachte auch erst nächstes Jahr. Haben gerade gegoogelt. Das soll anscheinend im September schon rauskommen. Richtig geil, ne? So, yeah, we gotta go way back to see a Mirage matchup between G2 and FaZe. All right, you don't get this every day. FaZe G2, live, competitive, krass, ja. You Wobei, ich gucke wahrscheinlich auch erstmal, ich würde auf jeden Fall noch nicht voreilig das Game kaufen, weil vielleicht wird es ja auch scheiße, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Fängst du erst an zu arbeiten, nice. Ich würde mir das auf jeden Fall nicht sofort zum Release holen, weil erstens bei solchen Anime-Games kann es auch so sein, dass es schon nach 3 Monaten so irgendwie vom Preis fällt. Wisst ihr, dass vom Preis krass fällt? Und, ja, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Bundles oder so, man weiß nicht, man muss mal gucken bei Mediamarkt und so. Bei uns hat Mediamarkt eine geile Aktion gehabt. Die haben nämlich bei uns, ich glaube, am 1. Juni oder so, oder Anfang der Woche, eine Neueröffnung gemacht. Die haben den kompletten Laden irgendwie renoviert oder so, ich war da jetzt noch nicht. Und haben dann jetzt für diese Woche PS5 mit Hogwarts Legacy, glaube ich. Ich glaube schon. Oder mit irgendeinem Game haben die das. Für 500 € im Angebot mäßig. Also die mit dem Disklaufwerk. Ein Spiel mit PS5 für 500. Und zweiten Controller, glaube ich. Also ein Controller extra plus ein Spiel für 500. Das ist ein sehr guter Preis eigentlich. Aber ich bin halt broke. Ja, habe mir Demon Slayer Deluxe Edition gekauft für 70 €. Das war nach 2 oder 3 Monaten auf... Ja, siehst du? Das meinte ich doch, aber krass, okay, du bist einer. Wir haben auch gerade darüber gesprochen. Demon Slayer ist tot. Ich kenne keinen, der das gespielt hat, wirklich. Also außer im ersten Monat. Aber nach 2 Monaten hat das, glaube ich, keiner mehr gespielt, oder 3. Ja, okay, hast vorbestellt. Ich kenne wirklich keinen, der das hatte. Also so wenige hatten das. Yeah, I like Yanko's sentiment as well about G2 and having to get a strong start into this third. Well, losing the pistol is the opposite. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht... Ich war sogar echt gar nicht, als ich das schon gesehen habe, dachte mir, das ist so ein Schmutzspiel. Als ich das schon gesehen habe, das war für mich schon so ein Schmutzspiel, auch als ich das schon gesehen habe. Als es angekündigt wurde auf der E3 2021 oder 9, wann wurde das angekündigt? 2020 oder 2021? Dachte ich mir schon, was ein Schmutzspiel. Hat es dann wenigstens dir Spaß gemacht? Hoffentlich, ne? Das ist die Hauptsache. Aber ey, bei mir ist draußen wurde geschossen und dann ist irgendwas explodiert. Ach du Scheiße, Digga. Ja, habe ich gesehen. Als Gianluca das gestreamt hat, habe ich es letztens gesehen. Finde ich auch persönlich trash. Also von dem, was ich jetzt bei Gianluca gesehen habe, hat mich das nicht so persönlich angesprochen, leider. Wieso? Hast du es schon gezockt, Simi? Master Set Platin, okay, nice. Ich habe auch letztens auf PS3 mein erstes Spiel auf 100% gebracht. Das war Ratchet & Clank 1, so nice. Nee, auch nicht. Okay. Du warst was muss man denn machen, um dort 100% zu bekommen? Welches Achievement fehlt dir denn noch? Oh, he's got no idea, Alex. He's got no idea about Rob. Musst du da irgendwie 10.000 Elo-Punkte haben oder was? Den höchsten Rang online bekommen?
Aber bei so Anime-Games, also deswegen will ich mir auch eine PS5 holen. Ich würde das theoretisch auch auf PC spielen. Nur das Problem ist halt mit diesen Anime-Games, da kann mir, glaube ich, jeder bestätigen, der das auch auf PC gezockt hat. Das war damals bei Naruto so, ne? Bei Naruto Storm Revolution, Storm 4, Dragon Ball Z also Dragon Ball Xenoverse war das so. Bei Shinobi Strikers. Ich glaube, dann habe ich nicht mehr viele online gezockt. Alle Spiele waren auf dem PC tot. Die waren so tot auf dem PC. Wenn du dort online gespielt hast, jemanden gesucht hast, hast du immer irgendeinen gefunden, der irgendwie aus Russland kam, aus Tschechischer Republik, aus Amerika, irgendwie so. Es hat dann so krass gelaggt immer. Du konntest gar nicht online zocken dort. Außer mit deinem Kollegen. Aber bist ja nicht 24 mit deinen Kollegen am Start. So gegen Randoms konntest du es gar nicht zocken, weil alle das halt immer auf PlayStation gekauft haben. Oder Xbox, eins von beiden auf Konsole. Diese Anime-Games sind immer so Konsolen-Games gewesen, also meiner Erfahrung nach. Vielleicht hat sich das jetzt geändert im Laufe der Zeit, aber damals hat das jeder immer auf PlayStation oder Xbox gezockt. PS3, PS4, Xbox 360-Ära hat das jeder auf Xbox gezockt, diese ganzen Anime-Spiele. Und danach halt auf PS4. So war das halt immer. In Demon Slayer von 10 Charaktere Training machen, also alle 10 Matches, die sie haben, dann mit leichtem Schlag einen Gegner in Online besiegen. Oh, okay. Oh oh, was geht ab? Oh oh, das ist gerade richtig am Laggen bei mir. Was geht hier ab? Kilobytes droppen, Kilobytes droppen, Kilobytes droppen, aber das liegt nicht an meinem PC. Kilobytes droppen, ich weiß nicht, wieso die am Droppen sind. Ja, ich habe es gerade gesehen, die haben gerade krass gelaggt. Ich weiß aber nicht, woran das wieder liegt. Ich kann ja hier wieder irgendwie so ein... Wo ist das nochmal? Ich glaube hier GX Control. Ja. Ich kann ja mal wieder einen CPU-Limiter reinmachen. Zack. 33%. So good shooting from Hooksy, right? I think on Inferno, everything started to look like they were falling apart. Really started to pull things together, right? He was hitting some good shots. Es ist gerade wieder am Laggen, es tut mir so leid. Es ist gerade wieder hardcore am Laggen. 1000 Kilobits. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sorry, ey. Also, gestern war da ja gar nichts. Gestern lief doch alles flüssig im Stream. Alles lief super. Ich weiß leider wirklich nicht, woran es liegt. Ich hätte schon längst auf Platin, aber habe am nächsten Tag mein Knie geprellt und von meinem Bett aus kann ich nicht zocken. Und jetzt geht es wieder mit. Wie meinst du, aus deinem Bett aus kannst du nicht zocken? Ist das zu weit weg? Kannst du deinen Fernseher nicht sehen oder wie? Here they were able to at least get around in the early stages, but after a come around win straight back into a loss. Yeah, short-lived celebrations on that one. So what's going to happen here? JK has to try and kick up a fuss over towards A as Monacy. Surely he doesn't pick first. Has to allow JKS to play. Time, 50 seconds. JKS starting to activate here. Has a molly for this position, but... He would have to get this kill so clean. It's made a step now. Oh, maybe you're part of his plan. Oh, heard the scope. He has to go. He has to get a kill. He needs to do something. Monacy hoping, praying this frag comes through. Brokey with a missed shot, but they still can't find the other one. Karrigan's rotating. Scope would have been heard now. Karrigan knows. Karrigan knows. And Monacy's looking for him. Molly's great. Rain's taken down the other threat, but Monacy might have. Und schon wieder 1000 Days, tut mir so leid. Immer wenn es spannend wird, Digga, was für eine abgefuckte Dreckscheiße. Drecks-Twitch-Server, wirklich. Leaves G2 down in the dumps. Yeah, they have to eco now, don't they? Ja, okay. 2900 into the next round. So das ist dann halt so ein different Vibe. Ich check schon, was du meinst. Falsche Arbeit, das Umfeld. Schlechtes Arbeitsumfeld. Seems like a good vibe out there. Weather, the sun was still shining. Premium vibes.
Been a long time since I got to visit a BYOC. Also die Twitch-Server gehen gerade... Digga, ich habe wirklich gar keine Ahnung, woran die Scheiße liegt. Mein PC, clean, also an denen kann es nicht liegen. Grafikkarte ist zwar bei 70% ausgelastet, aber es liegt ja daran, dass ich über die Grafikkarte halt codiere. Die Codierung läuft ja über die Grafikkarte, deswegen ist die immer so auf 70% Auslastung. Das geht aber eigentlich komplett fit. Mein CPU ist jetzt auf 60% Auslastung. Ja. Auf 60%, das müsste auch eigentlich gehen. 60, 70. Echt keine Ahnung, woran das liegt. Wirklich. Kein Plan. Kann auch an OBS wieder liegen, wegen Noten-Update. Wegen Noten-Update. Ich weiß es leider nicht. It's going to be necessary, and again, all eyes on Nico here. You know, it's all going to take is one round for him to find his form as JKS, last man standing, tries his luck with the Deagle. Yeah, no fun to be had here from JKS. Heftig. Finish off Carrigan either. So that's all 5 alive, that's ideal. In the anti-eco, and now we get to see what happens for G2 and Nico. Yeah, it makes sense, right? With the previous gun round, they get spammed down top mid, they get pushed, they weren't ready for it. It was just a very flat approach to the round there. And again, the half just feels like it is sliding away from them quite quickly. So take these timeouts and be liberal with them, especially if the losses continue. Rain's been having a fantastic series here. Of the 2 maps combined, he's at 42 kills, and right now on the 3rd, he's found himself another 9, so we're getting top form Rain, but you're also getting top form Rops and Brokey, they're also contributing here. And Twist and Carrigan, they're just doing their jobs. And so far, that's been enough. But when you think about the amount of huge Counter-Strike names in the server, you wouldn't be expecting Rain at the top of the tables. I mean, there are so many other candidates, but Rain is such a pillar of consistency. Ja, es wird wirklich sehr konsistent. FaZe need of him and then some. So G2... Is m0NESY not able to line up his util because of the spray on the wall, or is he just hanging out? What's going on? I think he's dropped his smoke to ask. I'm not sure. He's watching for an apps push right now, but he was looking at the love part. Maybe he just wants to give us some love. Yeah, okay. Well, we'll take that, m0NESY. Thank you very much. I was like, does he have some lineup where he uses a part of the wall? Danke für den Lurk, Bro. No, it's all good. He was just Bro, es geht gerade richtig mies ab. 900 Kilobytes. Couldn't understand. It must be a lineup. Emotions? Yeah. No. It's all part of the Counter-Strike machine now, whirring into action for G2 to post a second. Carrigan, woof, he really ate that flashback. Yeah, wide eyes right there. And he's got Brokey in support. It does lose the leader, and now they've lost their head and the sight. Does Rops really want to kick up any more of a fight? HooXi's already got their rotation on lock. Should be no way back in. Robs is hoping JKS pushes the envelope, and well, it does lead to his demise. Probably a good thing he pushed, because if Robs hung around and they tried to exit, hold up, actually they're coming for this. Remember, HooXi's still in play here. If Rain gets that one, yeah, it could have been a different round. Lovely stuff from HooXi. Yeah, he's been put in the deathmatch, looking much crispier in the last map and a half here. So HooXi definitely contributing now in the frag department. He is at the top of the scoreboard for G2 right now with 6 kills. So going great guns is HooXi. But that round right there, I think it was well put together. It was a late mid-take, right? You saw them spring into action, not immediately. That's what we were talking about m0NESY at spawn. That window smoke, the connector smoke, they scale up quite quickly. That JKS trade, essential there to get them on towards that B site. And then the kills just kept on coming. Window not broken, and this is normally very telling of a site-centric setup. Mid-focus for m0NESY. A lot of pace behind this. Oh, and he's tagged up Rain as well. His flight path. Aber wirklich die ganze Zeit rot, grün, rot, orange, rot, orange, rot, orange. Ich verliere hier wirklich nur Frames.